Und was mich innerlich zerreibt, ist, dass ich immer wieder in den Sendungen und im Vorfeld seitens der einladenden Fraktion der Alternative für Deutschland und wir in unseren Sendungen gesagt haben, es ist eine überparteiliche Zusammenkunft für die Menschen, die hinterblieben sind. Und es betrübt mich und macht mich wütend. Ich sehe niemand irgendeiner Fraktion hier. Ich sehe nicht den Landtagspräsidenten. Das, was ich höre, ist, wenn man eine leichte Verfehlung macht, dass man abgemahnt wird. Aber heute hier zu sein, besteht anscheinend kein Interesse. Diese Worte sollten uns alle dazu befähigen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine innere Stärke gegen die Ignoranz und die Arroganz, die wir in der Politik von den vermeintlichen Eliten erleben. Ich darf Ihnen sagen, vermeintliche Eliten sind es nicht. Hey Leute, willkommen in der Realität. Während unsere Politiker nach jedem Attentat reflexartig mehr Psychologen fordern, ignorieren sie völlig, dass Therapie in vielen Herkunftsländern als Schwäche gilt und für manche sogar sozialer Selbstmord ist. Stattdessen importieren wir seit 2015 massenhaft traumatisierte Menschen, ohne die Mittel oder den Mut, ehrlich über die Folgen zu reden. Tickende Zeitbomben mitten unter uns. Und der Staat lässt sie laufen. Während unsere eigenen Kinder keinen Unterricht haben und Drogenhilfseinrichtungen kämpfen, wird Zuwanderung weiter gefeiert. Aber wer bringt diese Menschen unsere Werte bei? Wenn wir nicht mal unsere eigenen Schüler erreichen, wer nicht bereit ist, sich an Regeln zu halten, gefährdet unsere Gesellschaft. Und wenn der Staat nicht einmal seine eigenen Gesetze anwendet, wie beim islamistischen Attentäter von Solingen, dann ist klar, nicht nur die Politik ist das Problem, sondern ihr feiger Umgang mit der Realität. Dieses Video zeigt euch die unbequemen Wahrheiten, die andere nicht aussprechen. Auf geht's! Ein Fahrgast habe nach dem Kampf zwischen dem Auszubildenden und dem Täter das Messer, was der Attentäter verlor im Kampf, aufgehoben und von draußen auf dem Bahnsteig weggeworfen. Der Täter sei ausgestiegen und dann von mehreren Personen umringt worden. Dann erst habe der Zeuge gemerkt, dass er stark blutete. Und der Zeuge erlitt 10 Stich- und Schnittverletzungen sowie die Wunde durch den Nasenbiss. Das sind 2 Aussagen. 2 Aussagen. Wenn man das alles sich vergegenwärtigt, Herr Kirat, wenn Sie dann auf Politiker treffen, was sagen Sie ihnen? Also wie gesagt, was die Tat betrifft, ich möchte eigentlich über diesen Menschen kein Wort mehr verlieren. Er hat mir das Wichtigste in meinem Leben genommen und wir haben sehr viel auch Zeit darin investiert. Er ist jetzt Gott sei Dank verurteilt, auch rechtskräftig verurteilt und damit ist er für mich auch, man sagt, gestorben. Ich möchte keine weitere Sekunde meines Lebens mehr an ihn verschwenden. Was man Politikern sagen möchte, das sind natürlich ganz eher auch die subjektiven Erfahrungen, die man macht. Das beginnt damit, wenn man das letzte Mal in seinem eigenen Leben vor dem Sarg steht, wo sein eigenes Kind drin liegt. Und seinem eigenen Kind das letzte Mal seinem eigenen Leben über die Hand streichelt und diese Hand ist eiskalt. Glauben Sie mir, wenn ich Ihnen das sage, das habe ich heute noch in den Fingerspitzen, dieses Gefühl. Wenn mir jemand sagt, das gönne ich meinem ärgsten Feind nicht, glauben Sie mir, ich weiß, was dieser Satz bedeutet. Und ich glaube leider, dass viele Politiker in ihrer Blase leben,
die überhaupt gar nicht wissen, was das bedeutet. Da werden die Kinder morgens mit der gepanzerten Limousine zur Privatschule gefahren. Sie wissen überhaupt gar nicht, was das wahre Leben bedeutet, auch was das Leben der Menschen draußen bedeutet. Wir sind vielleicht noch eine Generation, ich hatte das Glück, in einer der tollsten Jahrzehnte aufzuwachsen, in den 80ern, die wirklich, wirklich, wirklich frei waren. Für uns gab es keine Grenzen und wir sind auch auf Weihnachtsmarkt gegangen und nicht auf Lichterfestbunker und wir mussten auch nicht warten, dass das Sicherheitspersonal im Schwimmbad da ist. Das waren alles Dinge, die wir nicht kannten und wir waren frei. Und ich glaube, wir haben viel, viel, viel von dieser Freiheit aufgegeben, auch wenn viele das vielleicht nicht sehen wollen oder nicht mögen oder auch nicht diskutieren mögen. Ich finde es aber sehr, sehr schade, dass das so ist, weil ich hatte das Glück, das erleben zu dürfen und ich würde das vielen anderen Menschen auch wünschen, dass sie das so nochmal erleben dürften, so frei und unbedarft aufwachsen und leben zu dürfen, wie ich es in den 80ern und 90ern durfte. Frei und unbedarft. Wir alle gehen den sogenannten Gesellschaftsvertrag ein. Jeder einzelne von uns gibt persönliche Rechte auf, überträgt sie an den Staat und im Gegenzug dafür muss der Staat meine individuelle Freiheit, meinen individuellen Schutz gewährleisten. Herr Dr. Vinzenz, existiert dieser Gesellschaftsvertrag noch? Vordergründig ja. Aber man muss ja doch vermehrt feststellen, wenn wir auch jetzt die polizeiliche Kriminalstatistik uns auch aus dem letzten Jahr ansehen, die schweren Gewalttaten nehmen rasant zu. Gruppenvergewaltigungen, Messerstechereien, schwere Angriffe auf das Leben. Die Politik mischt sich in so vielen Bereichen in unser Leben ein und bestimmt in so vielen Bereichen kleinstteilig, was man auf seinem eigenen Land bauen darf, welche Bäume dort stehen dürfen und verliert daraus die wesentlichen Dinge aus dem Blick. Und das ist allem voran die innere Sicherheit, dass man friedlich und frei sich irgendwo versammeln kann. Und es ist, wie Herr Kürer das gerade eben schon sagte, Kinderkarnevalszüge, die abgesagt werden, weil man die Sicherheitsbedingungen nicht mehr einhalten kann. In welchem Land lebt man eigentlich mittlerweile, wo schwere Barrikaden aufgebaut werden müssen, damit niemand in einen Kinderkarneval fährt? Das ist das, womit ich eingeleitet habe. Ich kann das nachvollziehen, dass man nicht gerne auf diese Bereiche der Gesellschaft schaut, dass man das ausblendet, dass man einfach nur sein Leben leben möchte, dass man damit nichts zu tun haben will. Und wir stellen das ja fest, Einsamkeit ist ein zunehmendes Problem, weil sich die Menschen zu Hause einfach zurückziehen, weil sie die Schotten zumachen. Sie wollen diese negativen Berichte aus der Wirtschaft, aus der inneren Sicherheit, sie wollen das alles nicht hören. Aber dann wird sich auch nichts ändern. Es gibt zu viele, die ausblenden, was mittlerweile unser Alltag ist. Es ist nicht normal, dass mittlerweile das Freibad besser gesichert ist als unsere Außengrenzen. Es ist nicht normal, dass ein Weihnachtsmarkt mittlerweile problematisiert ist, weil dort christliche Symbole gezeigt werden und als Anschlagsort gilt. Es ist nicht normal, dass ein Karnevalszug, wo auch Alkohol getrunken wird oder deren sich leicht bekleidete Damen rumlaufen, dass das quasi prädestiniert ist, dass dort jemand mit einem Auto reinfährt. Das alles dürfen wir so in dieser Art und Weise nicht hinnehmen. Wir müssen uns dagegen politisch wehren, damit dieses Land wieder ein anderes wird. Herr Weber, Sie sprechen tagtäglich mit Experten, mit Fachleuten aus allen Bereichen, teilweise aus dem In- und teilweise aus dem Ausland. Was haben all diese Menschen gemeinsam? Was sagen Sie ihnen, wenn es vor allem um die innere Sicherheit geht, aber grundsätzlich auch um das subjektive Sicherheitsempfinden? Es sind viele Menschen aus Europa und über Europas Grenzen hinaus, aber auch Menschen aus dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages und der Landtage. Und lass mich zunächst mal so antworten. Ich bin bewegt über diese Veranstaltung, dass die heute stattfinden muss. Und was mich innerlich zerreibt, ist, dass ich immer wieder in den Sendungen und im Vorfeld seitens der einladenden Fraktionen der Alternative für Deutschland und wir in unseren Sendungen gesagt haben, es ist eine überparteiliche Zusammenkunft für die Menschen, die hinterblieben sind. Und es
betrübt mich und macht mich wütend. Ich sehe niemand irgendeiner Fraktion hier. Ich sehe nicht den Landtagspräsidenten. Das, was ich höre, ist, wenn man eine leichte Verfehlung macht, dass man abgemahnt wird. Aber heute hier zu sein, besteht an sich anscheinend kein Interesse. Und alle, die hier sitzen, Sie müssen sich darüber im Klaren sein. Sie zeigen Interesse. Das ist sehr ehrenwert. Aber wir müssen für unsere Gesellschaft, für unsere Freiheit kämpfen. Was ich in diesen 5,5 Jahren gelernt habe, in den Landtagen und im Bundestag, die Politiker für sich werden innerlich niemals etwas ändern. Das hat der 23. Februar gezeigt und was wir jetzt erleben. Die Gesellschaft muss es ändern. Das heißt also kleinteilig, alle wie wir hier sitzen, sie müssen Menschen ansprechen, sie müssen auf ihren Gemeinderat, sie müssen mit ihrem Nachbarn sprechen in vernünftiger Form und ihm aufzeigen, wir alle müssen etwas für diese Gesellschaft, für die Freiheit tun. Ich bin noch mal ein anderer Jahrgang als Michael Kürath. Ich bin 53 geboren. Ich habe die 60er, die 70er Jahre mitgemacht, aber auch die, lieber Michael, waren nicht weniger schön. Und für uns sind die Dinge, wie wir sie jetzt erleben, das ist schleichend passiert. Das heißt also, es gehört zur Tagesordnung, man geht in den Alltag über, was passiert, Messerstechereien, dass man eine Frau Faeser hört bei der Vorstellung der Polizeikriminalstatistik, dass sie sagt, na, wir tun doch alles, Messerverbot auf Volksfesten, auf Sportvereinen, in Schulen und auf Bahnhöfen, wissen Sie, und die sagt, damit haben wir viel für die Sicherheit getan. Und glauben Sie mir, diese Politik sich tagtäglich anzutun, das ist so, dass Sie in einem Strom schwimmen und Sie kriegen nur Dreck entgegen. Ich muss es leider so drastisch auch in Anlass dieser Veranstaltung sagen. Keiner soll sich der Illusion hingeben, dass unser Land morgen sicherer sein wird. Das wird es nicht sein, selbst wenn sich die Politik um 180 Grad dreht. Aber wir können für eines sorgen, dass wir sagen, wir können mit abnehmenden Tendenzen diese Verbrechen verhindern. Und ich darf Ihnen sagen, im Ausland, im benachbarten Ausland, sei es jetzt aus Dänemark, sei es auch aus Österreich oder sei es Italien, Spanien, Frankreich, sie schütteln alle mit dem Kopf und sagen, ihr müsst doch merken, was in eurem Land los ist. Und da gibt es durchaus wirklich keine schnellen Lösungen, aber Lösungsansätze, die klipp und klar einmal sagen, die Umsetzung der bestehenden Möglichkeiten der Polizei, die ist ja gar nicht mehr gegeben. Das heißt also, wenn Sie in Berlin anschauen, dann ist es die Umkehr der Beweislast, dass der Polizist beweisen muss, dass er ihn nicht rassistisch beleidigt hat, wenn er am Görlitzer Park ist. Und der gibt einem 12-Jährigen entsprechende Rauschmittel, nach dem Betäubungsmittelgesetz, muss er sich rechtfertigen, warum er denn jetzt entsprechend dort den zur Rechenschaft ziehen will. Aber die Möglichkeiten sind zweifelsohne vorhanden. Nur der politische Wille, meine Damen und Herren, der ist nicht vorhanden. Und das sehen Sie anhand dessen, was wir im Augenblick erleben. Und ich glaube, nochmal, jetzt ist es an der Zeit, selbst wenn die Wahl vorbei ist, dass man einfach sagt, ich gehe auf meinen Landtagsabgeordneten, ich gehe auf den Gemeinderat, auf den Stadtrat, gehe ich los. Ich spreche auch eines. Und das ist für mich auch eine große Enttäuschung, Angie, das ist die Kirche. Wo ist die Kirche? Die Kirche ist also letztlich auch so, dass sie sagt, sie instrumentalisieren, sie machen dies und jenes. Und wenn man über schlimme Taten spricht und tut das in vernünftiger Form, dann ist das nicht instrumentalisieren, sondern dann ist es ein notwendig gesellschaftliches Ereignis, um Dinge abzuändern. Aber um deine Frage so zu beantworten, das Ausland schüttelt mit dem Kopf, warum wir nichts mehr machen. Und ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Es wird mir oft die Frage gestellt, steckt da Absicht dahinter? Das ist übrigens eine sehr zentrale Frage. Eine sehr zentrale Frage. Nicht nur diejenigen, die heute hier anwesend sind. Wir alle kriegen Zuschriften. Herr Weber, ich will gar nicht aufzählen, wie viele Zuschriften dort wahrscheinlich in der Redaktion ankommen. Die Frage lautet immer wieder, wie kann das sein, dass die Politik das nicht sieht? Wie kann das sein, dass die Politik das nicht nachempfinden kann? Und jetzt, Herr Kürath, die Frage an Sie. Ihr Motiv, hier zu sein, Ihr Motiv aufzustehen, das habe ich gerade eingangs gesagt und ich wiederhole es nochmal, ist, dass Ihre Tochter nicht in Vergessenheit gerät. Annemarie hat einen Namen. Und wenn ein Bundeskanzler sagt, diese Leute, dann ist das ein Schlag ins Gesicht. Das ist klar. Erzählen Sie uns doch bitte,
Wie reagieren denn diejenigen auf Sie? Herr Weber hat es gerade für seinen Wirkungsbereich mal dargestellt. Sagen Sie uns doch bitte, wie reagieren die Menschen, egal ob es Kommunalpolitiker sind, Betroffene oder jene, die Ihnen auch einfach schlichtweg mal sagen wollen, Herr Kehret, ich finde gut, was Sie tun. Was sagen Ihnen die Menschen? Was stellen Sie ihnen für Fragen? Also erstmal lassen Sie mich doch beginnen. Es gibt ja noch ganz andere Dinge. Ich war auch in der Hamburger Bürgerschaft und habe mich dort mit einem sehr, sehr hochrangigen Politiker unterhalten und habe ihn gefragt, wie der Mörder meiner Tochter nach nur 11 Monaten, nachdem er schon mal jemand ein Messer in den Hals gerammt hat, frei herumlaufen kann. Und da wurde ich dann als rechtsradikaler Hardliner bezeichnet. Ich habe den entsprechenden Politiker dann daraufhin eingeladen, mich zu Hause zu besuchen. Er bekommt einen Spaten in die Hand, darf meine Tochter ausgraben und ihr erzählen, ob sie eine zweite Chance bekommt und ob er das eigentlich gerechtfertigt findet, was er da sagt. Das sind Dinge, die mir tagtäglich von Seiten der Politik in verschiedenen Formen, Art und Weisen entgegenschlagen, die auch teilweise sehr, sehr ernüchternd sind. Nichtsdestotrotz, der Leitsatz meiner Tochter war: Aufgeben ist keine Option. Und genau diesen Leitsatz, den haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Den beten wir uns jeden Tag mehrere hundert Mal vor, um überhaupt die Kraft zu finden, weiterzumachen, morgens aufzustehen, irgendwo noch ein Ziel zu finden, überhaupt noch weiterleben zu wollen. Aufgeben ist keine Option. Und das ist es auch für mich nicht. Und ich werde darin weitergehend auch kämpfen. Zum einen für das Recht meiner Tochter und von Danny, aber auch inzwischen von ganz, ganz vielen. Sie haben eben einige genannt, ich könnte da noch einige hinzufügen, dass diese Kinder und Menschen nicht in Vergessenheit geraten und auch nicht, dass Politiker sich einfach so dem Ganzen entziehen können und meinen, dass politische Fehlleistungen ungestraft bleiben oder unbeobachtet bleiben oder sie sich dafür noch beklatschen können. Das bin ich meiner Tochter und auch allen anderen schuldig, wenn ich sie eines Tages und ich bin fest davon überzeugt, dass ich ihnen eines Tages wieder begegnen werde und dann möchte ich, dass sie stolz darauf sind und nicht gesagt haben, Papa, warum hast du nichts getan, sondern aufgeben ist keine Option. Wir kämpfen weiter, wir wollen etwas verändern, wir wollen etwas bewegen und das geht auch nur gemeinsam und ich glaube auch deshalb, ich bin jemand, wie gesagt, ich habe es eingangs schon mal gesagt, ich unterhalte mich mit jedem, ich grenze niemanden aus. Ich finde das eine ganz, ganz schreckliche Sache, Menschen auszugrenzen, egal wofür. Heute ist es vielleicht die politische Meinung, morgen der falsche Fußballverein, übermorgen wieder die Hautfarbe. Das haben wir hier in Deutschland alles schon mal gehabt. Ich finde das sehr, sehr erbärmlich. Und für mich sind Menschen, die Brandmauern errichten, einfach Menschen, die nicht über nötige Intelligenz verfügen, sich mit Worten auseinanderzusetzen und mit Worten zu wehren. Denn Worte sind die Mittel der Demokratie. Und ich glaube, wir haben auch in den letzten 5, 6 Jahren, ich glaube, da muss sich auch jeder hier im Raum vielleicht ein kleines bisschen selbst an die Nase fassen, verlernt, herzhaft zu streiten miteinander. Wenn man nicht einer Meinung ist, heißt es nicht gleich, dass der andere böse ist oder sonstiges. Wir müssen wieder lernen, auch andere Meinungen zu respektieren und akzeptieren. Das ist kein persönlicher Angriff auf uns selber. Jeder hat das Recht auf seine Meinung und die darf er auch vertreten und die darf er auch mit aller Deutlichkeit verbal vertreten und das hat jeder andere auch zu respektieren und akzeptieren. Und wer das nicht kann, es tut mir leid, die sehe ich nicht als Verteidiger der Demokratie. Herr Weber? Diese Worte sollten uns alle dazu befähigen, ein gesundes Selbstbewusstsein zu entwickeln, eine innere Stärke gegen die Ignoranz und die Arroganz, die wir in der Politik von den vermeintlichen Eliten erleben. Ich darf Ihnen sagen, vermeintliche Eliten sind es nicht. Es sind charakterliche Defizite bis hin zum Narzissmus und es ist eine Situation,
wo ich einfach sage, wir machen es ihnen aber auch leicht. Große Teile der Gesellschaft machen es den Politikern leicht. Da kommen ein paar Worte in Verbindung mit den Medien, die dann heißen, was gut und was böse ist. Da kommen Worte, ich nenne hier einen hohen Herrn der deutschen Polizeigewerkschaft, Manuel Ostermann, der eine sachliche Berichterstattung hat, der in Welt ist, der im öffentlichen, also Welt TV, öffentlichen Berichten zu sehen ist. Kaum äußert er sich etwas klarer, was die Migration, was die Messerattentate angeht, weil er an der Front ist. Wissen Sie, was wir dann hören? Er wird vom Kloake-Fernsehen, ich darf es so sagen, Böhmermann, wirklich heruntergedrückt bis zum geht nicht mehr. Das ist ein junger Mann mit 35 Jahren, hat 2 Kinder, ist im Aufbau. Da bedarf es schon einer starken Persönlichkeit, dass man das aushält. Und wir müssen diese Situation aushalten. Denn ich sage immer eines, alles, was wir tun, wenn wir es mit einer Herzensbildung tun, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Sich nicht beeinflussen lassen, sondern einfach sagen, ist es etwas, was ich mit meinem inneren Gewissen verantworten kann, was ich sage und was ich tue. Und da vermisse ich eben bei uns Glaubensansätze, die verloren gehen. Deshalb gibt es auch sektenartige Gebilde, wo Menschen nachrennen, sich auf die Straße setzen oder andere Dinge tun, wo man sagt, wir brauchen wieder den Glauben an uns, wir brauchen diesen Glauben an unser Land. Ich spreche nicht von Nationalsozialismus, sondern wir brauchen den Glauben an uns und dass wir sagen, wir alle sind der Souverän. Wir entscheiden über die Politik. Ich gehöre keiner Partei an. Aber Martin Vinzenz, die Politik, die du machst, die ist gut, die ist schlecht. Wir müssen korrigieren. Wir müssen reden. Und diese Brücke wollen wir bauen zu den Politikern im Landtag und im Bundestag. Und wir waren vor den Wahlen im Deutschen Bundestag. Wissen Sie, meine Frau und ich, wir haben dort Erkenntnisse gewonnen. Die hatten wir schon vorher. Aber die sind so weit weg und so arrogant vom normalen Leben, dass die können gar nicht wissen, wie sie sich fühlen, wie sich die Menschen fühlen, warum wir die Veranstaltung heute machen, sonst wären ja andere hier. Aber wir müssen es ihnen nahebringen. Jeder von ihnen. Und Freiheit und Demokratie, nicht wie die es immer sagen, dafür müssen wir kämpfen, die kämpfen dagegen. Wir müssen dafür kämpfen und müssen sagen, wir sind da, wir lassen uns das nicht bieten, ob jung oder alt, ob Rentner. Jeder muss seinen Teil dafür beitragen und Mut und Selbstbewusstsein haben. Das ist das, wo ich appelliere, und Michael Kürath ist für mich das beste Beispiel. Bevor wir, und das möchte ich ganz gerne für den zweiten Teil dieser heutigen Veranstaltung aufsparen, und zwar die allgemeine Frage zur Funktionalität dieses Staates. Ich glaube, da müssen wir uns gleich etwas intensiver dieser Frage widmen. Möchte ich an dieser Stelle nochmal, Martin Vinzenz, hier in diesem Hohen Hause werden Debatten geführt. Die eine oder andere sehr leidenschaftlich, die eine oder andere sehr vorwurfsvoll. Man kennt es. Wenn wir jetzt bei den Zahlen bleiben, Peter Weber hat das Bild auch nochmal gerne auch für Nordrhein-Westfalen oder auf Nordrhein-Westfalen gemünzt. Ich nenne nur an dieser Stelle die PKS, wenn es beispielsweise um Vergewaltigung geht, also um Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung. Wir wissen inzwischen, 60% der Täter waren zuvor polizeilich bekannt. Das sind ja Fakten, die redest du, Martin Vinzenz, Markus Wagner als unser Innenexperte, immer wieder werden diese Daten hier vorne am Rednerpult thematisiert. Wenn die Reaktionen der Politik kommen, sehen wir ganz klar, ein Schuldeingeständnis ist überhaupt nicht in Sicht. Jetzt sitzt du hier schon sehr lange in diesem Landtag. Was kannst du den Menschen sagen als Politiker? Woher kommt das? Diese Dysfunktionalität, die du da gerade beschreibst, die wird ja nicht mal mehr anerkannt. Wir haben einen Innenminister, der nach einem Amoklauf sagt, es ist ja nichts Schlimmeres passiert, weil nur einige Menschen schwer verletzt sind, in Auto in ein Gebäude reingefahren ist. Der nach einem weiteren Amoklauf sagt, das Leben ist halt gefährlich. Man kann auch zu Hause sterben, wenn der Gasherd explodiert. Der hier sitzt und in einer Debatte sagt, insgesamt geht die Anzahl der Straftaten ja zurück, weil man beispielsweise Cannabis legalisiert. Wenn man genauer hinschaut, die schweren Straftaten und die gegen das Leben, die gegen die sexuelle Selbstbestimmung steigen an. Die sind nicht bereit, ich glaube, eine Mehrheit der Bevölkerung würde das sogar anerkennen, sich hinzustellen und Fehler einzugestehen. Stattdessen führen sie Scheindebatten über Femizide, über Hass im Netz. Lassen Sie uns mal über Liebe sprechen. Ich habe mich
heute Morgen geärgert, weil die Kita mal wieder ausgefallen ist und ich neben meinem vollen Stundenplan mit meiner Tochter beschäftigt war. Und während ich da so auf dem Teppich lag und mit Einhörnern spielte und auf den heutigen Abend dachte und mich mental vorbereitete, dachte ich, was bin ich eigentlich für ein glücklicher Mensch? Liebe ist ein extrem starkes Gefühl. Aber ich glaube, gerade wenn man ein kleines Kind bekommt, lernt man Liebe nochmal ganz anders kennen, wie bedingungslos das sein kann. So ein kleines Lebewesen hat noch gar nichts gemacht und man liebt es trotzdem unfassbar stark. Und jetzt wird einem das genommen. Wir denken viel über Täter nach, wie man die rehabilitieren kann, was man machen kann, damit die Haftbedingungen besser sind, was in deren Leben eigentlich schiefgelaufen ist oder wie man Bedingungen verbessern kann. Aber, und das ist Grundstein dessen, was wir heute Abend hier machen wollen, lassen Sie uns doch mal einen Moment auch an diejenigen denken, denen das Wichtigste genommen wurde. Wie fair ist das denen gegenüber, wenn wir hier über genau solche Lebensläufe nachdenken? Wenn wir über Sozialarbeiter sprechen, die sagen, ja, das ist eine schlimme Kindheit gewesen. Jeder ist am Ende des Tages selber für seine Taten verantwortlich. Und jeder ist am Ende des Tages, wenn er eine solche Tat begeht, muss sich die schiere Größe dessen einfach nur vor Augen halten, was er dort macht. Und wenn man dann Täter feixend im Gerichtssaal sieht, dann sollten das doch keine mildernden Umstände sein, sondern dann sollten das insbesondere Gründe der Härte des Rechtsstaates sein, um diejenigen zu verteidigen, die das Schlimmste im Leben verloren haben. Wir hatten vor einiger Zeit in Hamburg den Fall, wo 9 junge Männer mit Migrationshintergrund ein 13-jähriges Mädchen mehrfach über Stunden vergewaltigt haben. Die Täter sind anschließend mit Bewährungsstrafen zwischen 3 und 6 Monaten von einer 32-jährigen Richterin verurteilt, eigentlich quasi frei aus dem Gerichtssaal herausgegangen. Anschließend war im Fernsehen ein selbsternannter Gutachter, der sich hinsetzte, sagte wortwörtlich, das Leben des Mädchens wird anders verlaufen als ohne die Vergewaltigung, aber es muss ja nicht schlechter verlaufen. Kann jeder nachgoogeln, bei, ich glaube, Tagesschau war es, kann jeder nachgucken, den Bericht kann er sich noch nachträglich anschauen. Wir sprechen von Teilung der Gesellschaft, von Verrohung der Gesellschaft. Ich glaube aber auch, dass viele alte Sprichworte irgendwo ihren richtigen Ansatz, richtigen Punkt haben, wie zum Beispiel, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Und wenn ich aus Gerichten von Politikern solche Dinge höre, dann ist da, glaube ich, auch ein unheimliches Missverhältnis in der ganzen Sache. Das Zweite, worauf ich noch hinaus wollte, ist, wir haben das wahnsinnige Glück, dass die Freunde, Mitschüler von Annemarie, wir nennen sie unsere Bonuskinder, uns immer noch einmal die Woche besuchen kommen. Sie möchten mit uns Zeit verbringen. Sie haben sich hingestellt und haben gesagt, ihr habt eure Tochter verloren. Ihr werdet nicht immer ihren Schulabschluss miterleben. Ihr werdet auch nicht miterleben, wie sie einen Führerschein macht. Ihr werdet auch nicht miterleben, wie sie heiratet. Oder vielleicht auch mal Oma und Opa werden. Diese 17- und 18-Jährigen haben dann gesagt, wenn ihr es mit Annemarie nicht könnt, wir nehmen euch mit. Ihr dürft es bei uns miterleben. Diese Größe und Stärke dieser jungen Menschen hat mich unheimlich beeindruckt und sie bewegt mich auch bis heute. Auch sie ist ein Teil des Ganzen. Aufgeben ist keine Option. Weiterzumachen und weiterzukämpfen, um auch diesen jungen Menschen eine Perspektive, eine Zukunft zu geben, die vielleicht mal für sie oder auch ihre Kinder besser sein wird, als es für Annemarie und Danny geendet ist. Und das ist auch ein Teil des Weges, den wir beschreiten wollen und Menschen bewegen. Es ist ein Punkt, wir müssen miteinander sprechen. Sprechen ist das Wichtigste. Ruhig, besonnen, nicht lautstark schreien, dann hört einem keiner zu. Aber je mehr sie die Ruhe drin haben und je mehr stichhaltige Argumente sie bringen, umso mehr können sie auch überzeugen. Und gehen sie zu den Menschen raus, erzählen sie von Danny und Annemarie oder auch von anderen. Ich glaube, es ist keinem ganz bewusst, was für eine Welle des Ganzen das nach sich zieht. Es sind ja nicht nur wir als Eltern oder die Mitschüler, Sportfreunde oder sonstiges. Es sind Lehrer. Es sind andere Eltern, die betroffen sind. Es sind
Kirchenfreunde, es sind Sportfreunde, es sind in jedem einzelnen Fall Hunderte bis Tausende Menschen, die plötzlich vor seinem Grab stehen und diesen Menschen, dieses Kind kannten, was dort beerdigt wird. Wir sprechen aktuell, und das ist eine Zahl von heute, von circa 80 Messerangriffen pro Tag. 80. Jeden einzelnen Tag werden Menschen schwer verletzt oder auch getötet und es werden auch Kinder getötet. Ich wünsche niemandem hier im Saal, dass er am Grab seines Kindes stehen muss und sein eigenes Kind beerdigen muss. Die Wahrscheinlichkeit steigt und es hat nichts mit Polemik zu tun und auch nicht mit Rassismus oder sonstiges. Wir müssen die Probleme sachlich, differenziert, intelligent und mit Fingerspitzengefühl ansprechen, um Lösungen herbeizuführen. Totschweigen führt zu keiner einzigen Lösung. Wir müssen dafür kämpfen und wir müssen uns auch unser Recht erkämpfen, gehört zu werden und dass wir auch unsere Anliegen vortragen können und auch unsere Sorgen vortragen können. Aber wie gesagt, immer vernünftig mit Intelligenz und Fingerspitzengefühl. Die Worte von Dr. Martin Vinzenz und von Michael Körer zeigen eines: Die kleinste Kaste der Familie ist das Wichtigste. Wenn diese kleinste Kaste der Familie zusammenhält, dann ist die Gesellschaft auch stark. Aber soziologisch haben wir eines erlebt, nicht erst seit Corona, sondern seit 2015, dass man uns gesagt hat, wann man ein guter Mensch ist und wann man ein schlechter Mensch ist. Sie wissen nicht, wir arbeiten sehr an der Aufklärung der Corona-Maßnahmen. Ich war im Deutschen Bundestag, habe dort gesprochen in dem Corona-Symposium. Sehr bewegend. Ich darf es nochmal wiederholen. Für mich war das Schlimmste, in dieser Zeit zu erleben. Wir haben ja selber uns im Altenheimbau beschäftigt und im Seniorenheimbau. Wir erleben, dass 300.000 Menschen alleine gehen mussten. Und das ist für mich das größte Verbrechen, was in der Nachkriegszeit passiert ist, nach der Nazizeit. Was wir auch erlebt haben, dass die Thematik des Denunziantentums seit Corona groß geschrieben wurde. Und da hat die Politik gemerkt, halt, es ist ja ziemlich einfach, die Gesellschaft zu spalten. Gehst du zu den Alten, tötest du sie. Du kannst nicht hingehen. Die Maßnahmen sind unerlässlich. Das heißt also, es muss immer ein Motiv geben, um die Gesellschaft zu spalten. Sei es ein Virus, sei es ein Krieg, der alternativlos ist. Die Worte alternativlos habe ich bisher in meinem Leben nicht gekannt, weil es gibt immer Alternativen. Es muss Alternativen geben, über die man reden kann. Würdest du keine Alternativen kennen, Peter, wärst du nicht so lange selbstständig. Es ist nicht alternativlos und das erleben wir täglich. Das erleben wir im privaten Bereich, das erleben wir im geschäftlichen Bereich, im gesellschaftlichen Umgang. Aber was ich einfach sehe, ist, dass die Familie wieder stark erwachsen werden muss. Das heißt also, zu meiner Zeit war es so, die 53er Jahrgänge, dann hat man noch Oma und Opa gehabt. Da hat man die Kinder und Uroma gehabt und so. Aber das ist jetzt, wie gesagt, die Gesellschaft ist gespalten und je gespaltener eine Gesellschaft ist, meine Damen und Herren, und das ist keine Hypothese, sondern das ist Fakt, je gespaltener eine Gesellschaft ist, desto leichter haben es die Herrschenden, mit uns umzugehen. Und wir sollten die ihnen bitte nicht mehr so leicht machen. Und wenn wir heute auseinandergehen und wir haben alle dieses Bewusstsein und sie sind ja hier, um etwas zu erfahren und sie sind wahrscheinlich schon weiter, als wir ahnen. Aber lassen Sie uns diese Gesellschaft wieder stark werden. Und eines kann ich Ihnen sagen, in der Politik hat mich vieles enttäuscht. Und ich habe viele Menschen kennengelernt und es wird immer gesagt, warum redest du denn so viel mit AfD-Politikern? Glauben Sie mir, ich lade doch genauso CDU, SPD, Grüne, Linke ein. Aber nochmal, die lehnen ab. Und zum anderen muss ich sagen, ich habe auch keine Lust, mir dasselbe wie im Fernsehen anzuhören. Und deshalb sprechen wir mit Menschen, wo ich einfach sage, ich habe die begründete Hoffnung, dass das Menschen sind, die mit Herzensbildung Politik machen, die auch andere Berufe haben könnten, wie Angie Salisarias oder Dr. Martin Vinzenz, promovierter Arzt, seine Frau ist auch Ärztin, die müssen sich diesen Schmutz in der Politik nicht antun, aber die machen es aus Überzeugung, um eines besser zu machen, nämlich für uns. Und dafür bin ich dankbar.
Sehr verehrte Damen und Herren, auch an die lieben Zuschauer, die sich heute hier auch zugeschaltet haben. Wie Sie vielleicht mitbekommen haben, wird auch die Veranstaltung gerade im Livestream übertragen. Wir haben jetzt für den ersten Teil schon sehr viel gehört und wir werden uns im zweiten Teil noch wesentlichen Fragen widmen, weil wir natürlich auch der Frage nachgehen, wie können wir in Zukunft so etwas verhindern. Und bei dem Punkt will ich noch etwas Deutliches sagen. Herr Kirat hatte es vorhin zwischen den Zahlen, ich glaube, das ist bei allen hängen geblieben, aber Herr Weber auch so zwischen den Zahlen. Es wird nie eine Regierung geben, nie eine Partei und keinen einzigen Politiker oder Funktionär, der Ihnen authentisch versprechen kann, dass unter seiner Amtsführung kein Mensch ums Leben kommt. Dieses Versprechen wäre gelogen. Das kann keiner einhalten. Man kann das Risiko mindern, die Wahrscheinlichkeit mindern durch eine kluge Politik. Und das ist die Verantwortung, die Politiker zu tragen haben. Das ist das Allerwichtigste und das ist auch das, was wir von ihnen einfordern müssen. Müssen, nicht können, sondern müssen. Und dann gibt es noch etwas, das ist tatsächlich gerade eben sogar fast schon zu kurz gekommen. Es ist der Umgang miteinander. Wenn eine Bundesinnenministerin zum Tatort kommt und als Hauptverantwortliche die Frage stellt, wie konnte das passieren, dann hat das nichts mit Authentizität zu tun, das hat nichts mit Empathie zu tun und das hat als Recht auch nichts mit Intelligenz zu tun. Aber ganz am wenigsten hat es mit Respekt zu tun. Es geht nämlich um die Frage, wie ich als Hauptverantwortlicher und in dieser Position als Bundesinnenminister bin ich Hauptverantwortlich. Und normalerweise müsste ich alle Namen jedes Mal, wenn ich abends zu Bett gehe, eigentlich parat haben. Es geht darum, welchen Respekt ich den Hinterbliebenen zolle. Und deswegen, Herr Kirat, erlauben Sie mir für diesen Teil meine Abschlussfrage. Ist Frau Nancy Faeser zu Ihnen persönlich hingekommen, hat Ihre Hand genommen und hat gesagt, ich als Hauptverantwortliche, die bei weitem diese Tat nicht gut heißt, das ist selbstverständlich, das liegt, glaube ich, in der Sache der Logik, aber hat sie ihre Hand genommen und hat gesagt, ich als Hauptverantwortliche entschuldige mich aufrichtig, dass das in meiner Amtszeit passiert ist und es tut mir in der Seele weh. Ist das passiert? Ich glaube, da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich war ja letztes Jahr bei RTL direkt mit Kanzler Scholz an einem Tisch. Nach der Sendung habe ich mich mit Herrn Scholz auch noch kurz ein paar Minuten so unterhalten können und genau diese Frage habe ich ihm dann auch gestellt, wie so die Innenministerin sich trotz mehrfacher und zu dem Zeitpunkt auch mehrfach öffentlicher Einladung bis heute sich nicht bei mir gemeldet hätte. Erstaunlich, er versprach mir in die Hand, sich gleich am nächsten Morgen darum zu kümmern. Und es dauerte auch nur wenige Tage, bis Frau Faeser sich bei mir meldete. Wir haben uns dann im Januar diesen Jahres auch tatsächlich getroffen. Wir haben interessante Meinungen ausgetauscht, die nicht unbedingt immer kongruent waren. Aber nein, sie hat sich nicht bei mir entschuldigt. Sie hat auch keine Verantwortung dafür übernommen. Aber damit hatte ich auch ehrlicherweise nicht gerechnet. Ich muss ganz ehrlich sagen, es hört sich vielleicht auch ein bisschen bösartig an, aber ich habe inzwischen mein Vertrauen in die Politik verloren, auch meine Hoffnung darin aufgegeben, dass Politik wirklich irgendetwas, zumindest in Berlin, ernsthaft bewegen will. Deswegen kann ich auch nicht mehr enttäuscht werden. Herr Weber, Sie sind freier Journalist. Was macht das, so eine Aussage? Ich habe das Vertrauen in die Politik verloren, so kann ich jetzt auch nicht mal mehr enttäuscht werden. Vertrauen. Ich komme ja nicht aus dem Medienbereich. Ich habe erst im Nachhinein, ich habe mehrere Unternehmen und ich bin mir erst der Verantwortung nach 1,5 Jahren bewusst geworden, nachdem viele Menschen uns angeschrieben haben gesagt, ohne Sie, wenn Sie das wirklich war, meine Frau kann es bestätigen, ohne Sie würde ich nicht mehr leben und Sie geben uns Hoffnung mit Ihren Sendungen, Sie geben das zum Ausdruck.
bin nicht bequem, aber ich merke, wie wichtig es ist, Vertrauen. Vertrauen zu haben. Jeder von uns kann Fehler machen. Ich kann in einer Sendung, ich kann Fehler machen, aber ich muss dann Manns genug sein oder Frau genug, um zu sagen, ich entschuldige mich, es ist falsch, was ich gemacht habe. Ich entschuldige mich bei Ihnen, ich korrigiere es. Aber für mich machen solche Aussagen, die machen auf der einen Seite, lösen sie Betroffenheit aus, aber auf der anderen Seite geben sie mir die Kraft, das Ganze zu machen. Denn normalerweise werde ich immer gefragt, warum machst du das? Weil ich dieses Land liebe, ich liebe die Menschen, die hier sind und ich weiß, dass ich bin einige Marathons in dieser Welt gelaufen. Ich bin Langstreckenläufer. Wir können etwas erreichen. Und wenn wir 20, 25 Jahre etwas haben, worauf darauf hingearbeitet wird, die Gesellschaft zu schwächen, dann ist es nicht zu erwarten, dass man es mit einem Wahlgang oder in 5 Jahren wieder ändert. Aber mich macht es betroffen und es bedeutet, dass wir einfach, was ich gesagt habe, kämpfen müssen dafür. Michael, du gestattest, dass ich noch eine Frage stellen will. Frau Faeser war ja einen Tag nach der Tat in Brockstedt. Es ist ja richtig. Sie hat dort sehr pressewirksam ihre Mimik verändert, ihr Sprachgebrauch, natürlich wieder das Übliche, nicht instrumentalisieren lassen und nicht Hass und Hetze. Aber ich glaube, was die Menschen hier in dem Saal interessiert, ist denn anlässlich an diesem Tag, Frau Faeser, wo es dringend notwendig gewesen wäre, zu euch als Eltern von Anne-Marie und zu den Eltern von Danny gekommen und hat ihre Betroffenheit in Form von Beileidsbekundung geäußert? Nein, es kam weder eine Karte noch sonstiges. Wie gesagt, es hat beinahe auf den Tag 2 Jahre gedauert, bis wir das erste Zusammentreffen hatten. Ich hätte mir das lange vorher gewünscht. Vielleicht hätte man dort auch mehr bewegen können, noch in der Zeit, auch für ihre Amtszeit. Aber es ist nun einmal so, wie es ist. Es lässt sich nicht ändern, aber du weißt, aufgeben ist keine Option. Wir kämpfen weiter. Aufgeben ist keine Option, aber ich muss sagen, jeder von Ihnen müsste sich doch mal vorstellen, wenn ich zu diesem Ort komme, wo 2 junge Menschen aus dem Leben gerissen wurden. Ich halte eine Rede vor der Presse und halte es noch nicht mal für notwendig, als deutsche Innenministerin zu den Eltern zu kommen, die das Schlimmste erlebt haben, was man wirklich niemandem wünschen kann. Ich sag's Ihnen, ich habe gestern eine Sendung gemacht. Ich erlaube mir dieses Wort trotz dieses traurigen und trotzdem feierlichen Anlasses. Ich halte dieses Verhalten für widerwärtig. Martin, zu dir kommen bestimmt auch viele Menschen, die das Vertrauen in die Politik längst verloren haben. Kannst du uns heute in dieser Runde sagen, was war für dich, ich weiß aus der Corona-Zeit, da kam viel Bewegendes, Einzelschicksale. Darüber hinaus, kannst du dich noch an einen konkreten Fall erinnern, wo du sagen würdest, ich als Politiker, das werde ich so schnell nicht vergessen, diese Betroffenheit, wenn es darum geht, nachzuempfinden, was das auch mit Menschen macht, wenn sie sich in diesem Staat völlig alleingelassen fühlen, völlig verloren und den Glauben auch bewusst aufgeben, weil sie dadurch eine Schutzschicht aufbauen, nicht mehr enttäuscht zu werden? Also ich kann das extrem gut nachvollziehen, weil es auch einer der Gründe ist, warum ich selber in die Politik gegangen bin. Also als Hausarzt sieht man eben eine Menge Sozialmedizin und auch viele dieser Teile im Prinzip, die nicht schön sind. Die Mutter, die mit der Schnapsflasche im Kinderwagen zu einem kommt, die Frau, die ihre Kinder an den Nachbarn ausleiht für ein bisschen Stoff. All diese Dinge gibt es. Das können unter Umständen ihre Nachbarn sein. Das ist alles unter uns. Und es gibt dann auf der anderen Seite diese Gleichgültigkeit der Mehrheitsgesellschaft, die das offensichtlich nicht in der Härte angeht, die ich erwarten würde als mitfühlender Mitmensch. Und die Idee ist ja immer, Demokratie ist das, was man daraus macht. Und wenn man sich selbst zu fein dafür ist, dann machen es eben die sich nicht zu fein dafür sind. Und ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass der Politiker in der allgemeinen Bevölkerung ein sehr schlechtes Bild hat, sehr schlechte Reputation, die andere Ende der Skala von Arzt zu Politiker, von angesehen zu am wenigsten angesehen. Wir müssen das ändern. Wir müssen das Vertrauen im Prinzip wieder zurückholen. Es kann nicht sein, dass dort Menschen mittlerweile sich durchgesetzt haben, die immer dieselben Floskeln antworten, Frage egal.
sondern es muss endlich wieder sein, dass Menschen haftbar gemacht werden, dass Menschen greifbar sind, dass Mitgefühl im Fokus steht, dass nicht immer dieselben Floskeln runtergespielt werden, sondern dass sich jemand bei ihnen gemeldet hätte. Dass das der erste Gang gewesen wäre, dass wir am Ende des Tages Mitmenschen sind. Politiker haben natürlich einen vollen Tagesablauf, vollkommen klar, aber eins dürfen wir nicht vergessen. Es ist nicht das Privilegium, was uns in die Politik bringt, sondern es ist eigentlich die Bürde des Amtes, dass man die auch annimmt. Innenminister ist eine unfassbare Bürde, ist eine unfassbare Verantwortung. Ich könnte nicht gut schlafen, wenn ich das sehen würde, was dort auf den Straßen jeden Abend passiert. Aber es ist das, was wir zurückbringen müssen. Es ist Menschen, die sich dem Amt verpflichtet fühlen, die ihren Eid ernst nehmen, die sich für ihre Mitmenschen einsetzen und das nicht nur eben hier einmal im wohligen und warmen Raum sagen. Und von der AfD sind wir sicherlich nicht die besseren Menschen. Aber ich versuche immer wieder, unsere Kollegen auch anzupeitschen, dass wir das Beste aus uns rausholen, um die Menschen nicht zu enttäuschen, weil für viele sind wir die letzte Hoffnung. Zu Corona hat mich ein junger Mann angeschrieben, hochverschuldet. Sein Unternehmen in der Zeit im Lockdown aussichtslos. Für den waren unsere Statements, die wir hier im Landtag abgegeben haben, das, was er selber sagt, was ihn am Leben gehalten hat. So blöd das klingt, aber für ganz, ganz viele da draußen sind wir die letzte Hoffnung. Ich möchte alles dafür tun, das nicht zu enttäuschen. Ich möchte es auch ganz gerne nochmal vielleicht so ein bisschen als Anlass nehmen, auch vielleicht mal aufzurufen, auch an die Menschen hier im Saal oder da draußen. Wir haben heute ein riesiges Problem, auch was das Ehrenamt betrifft. Und es fehlt der Nachwuchs, es fehlen Menschen, die sich engagieren. Ich kann Ihnen sagen, wir werden in regelmäßigen Abständen oder bei solchen Taten auch von den Hilfsorganisationen inzwischen angerufen, wo die Opfer dort sitzen und nur mit mir sprechen wollen. Aus welchen Gründen auch immer. Ich bin derjenige, der kreuz und quer durch Deutschland auf eigene Rechnung fährt und zu den Opfern hingeht. Und wir versuchen dort ihnen nach Möglichkeit zu helfen. Und wir haben gerade einen Fall, wo ein 3-jähriger Junge mit heißem Wasser übergossen worden ist und anschließend totgeprügelt wurde. Die Mutter saß nur noch apathisch in der Ecke und hat gesagt, sie will zu ihrem Sohn nach Hause. Wir haben dort sehr, sehr viel Zeit investiert und auch sehr, sehr viel Mühe investiert und sehen jetzt die Lorbeeren, dass sie zumindest ihren Lebenswillen wieder hat. Vielleicht nicht aufsteht und Eureka schreit, aber zumindest die Selbstmordgedanken erstmal da gelegt hat. Wir brauchen viel mehr Menschen, die rausgehen und solchen Menschen helfen. Egal wo, und da gibt es auch genügend, ob bei Rettungsdiensten, Feuerwehren, THW, in der Seelsorge oder sonstiges. Wenn Sie für sich da irgendwas empfinden, gehen Sie raus, helfen Sie, machen Sie. Es werden viele Menschen gebraucht, die sowas tun. Vielen Dank für diesen Appell, Herr Gierath. Wir werden jetzt in eine kurze Pause einsteigen und um 20:30 Uhr hier weiter unsere Gesprächsrunde fortsetzen. Ich bitte Sie aber jetzt, Sie sehen selber an Ihren Plätzen eine weiße Rose. Auch wenn ich weiß, dass Annemarie tatsächlich andere Blumen geliebt hat, aber das bleibt jetzt unser Geheimnis. Bitte nehmen Sie Ihre weiße Rose, kommen Sie zu Annemarie nach vorne und erweisen Sie ihr, dieser wunderschönen jungen Frau, ihren Respekt. Denken Sie sich was Nettes, übermitteln Sie ihr eine nette Botschaft. Ich für meinen Teil werde gleich nach vorne gehen und sagen, dass sie sehr stolz sein kann auf ihre Eltern. Und wir alle werden uns von ihr inspirieren lassen, vor allem von diesem wunderschönen Lächeln. Danke.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich danke Ihnen, dass Sie wieder den Weg hier zurück in den Plenarsaal gefunden haben. Und wir werden uns jetzt hier in diesem zweiten Teil unserer Gesprächsrunde, ich hatte es gerade schon angekündigt, tatsächlich jetzt viel mehr der Frage widmen, wie können wir sowas in Zukunft verhindern? Und da werden Sie jetzt gleich natürlich auch wieder verschiedene Perspektiven hören. Sie werden die Perspektive des betroffenen Vaters hören und des Seelsorgers, wie er selbst auch dargestellt hat. Sie haben es selbst gehört. Sie werden die Perspektive eines Mannes hören, der querbeet durch die ganze Bundesrepublik mit Menschen aus allen Teilbereichen der Gesellschaft in Kontakt steht und da natürlich auch viele wertvolle Impulse mitbekommt. Und die Sichtweise eines aktiven Politikers, der gelegentlich und sehr häufig hier vorne am Rednerpult steht. Und bevor wir grundsätzlich uns in dieser Debatte der Frage oder grundsätzlich der Frage nachgehen, wie es um die Funktionalität des Staates steht, müssen wir, und das tut mir sehr leid, Herr Kirat, ich möchte an dieser Stelle gewiss keine Wunde aufreißen. Sie haben es selbst gesagt, dass Sie über diesen Menschen, der Ihnen das Wertvollste im Leben genommen hat, dass Sie über den nicht mal mehr nachdenken möchten. Muss ich leider, so leid es mir auch tut, einmal darstellen, wer dieser Unmensch war. Und dann kommt man zu der Frage, wie konnte es passieren, dass das dem Staat durchgegangen ist. Und ich muss auch an dieser Stelle offen und ehrlich zugeben, man beschäftigt sich ja, sei es meine Person, sei es auch ein Markus Wagner, die primär in diesen Bereichen Sicherheit und Integration arbeiten, beschäftigt man sich ja immer mit Attentäter. Ob das Attentat von Solingen oder auch andere, Magdeburg, man macht sich ja immer, man kümmert sich um dieses Täterprofil, man macht sich Gedanken. Ibrahim A., der war mir so im Detail nicht bewusst. Und selbst ich hatte bei der Vorbereitung, musste ich wieder stutzen, habe da mal wieder gedacht, ja, ich wünsche mir vom Öffentlich-Rechtlichen, dass er bei der Berichterstattung genau diese Information, die ich Ihnen jetzt gebe, nicht außen vor lässt. Und der 1989 im Gazastreifen geborene Ibrahim A. war Ende 2014 nach Deutschland eingereist. Im Kreis Euskirchen gemeldet. In seinem Asylantrag im Januar 2015 gab er an, er stamme aus dem Gazastreifen, sei staatenlos und von der Hamas verfolgt. Der Antrag wurde dann im Juli 2016 abgelehnt. A. erhielt jedoch, wie in 98% der Fällen, den sogenannten subsidiären Schutz. Bis dahin, wir sprechen jetzt nur von diesen 2 Jahren, war er bereits zweimal wegen Diebstahl zu Geldstrafen verurteilt worden und es lief ein Verfahren wegen Körperverletzung. Im Juli 2016 wurde er wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr zur Bewährung verurteilt. September 15 bis Januar 21 gab es 24 Ermittlungs- und Strafverfahren gegen A. 4 endeten mit rechtskräftigen Verurteilungen einer Bewährungsstrafe wegen gefährlicher Körperverletzung, 2 Geldstrafen wegen Diebstahls und einer nach dem Betäubungsmittelgesetz. Zu den Tatvorwürfen zählten Diebstahl, Betrug, gefährliche Körperverletzung, Drogendelikte, sexuelle Belästigung, Sachbeschädigung, sexueller Missbrauch von Kindern,
Vergewaltigung, widerstandsunfähiger Leistungserschleichung und Hausfriedensbruch. Allein die Stadt Euskirchen, wo er gemeldet war ursprünglich, taucht in der Liste der Verfahren 16 Mal als Tatort auf. Dann kam der Aufenthalt in Kiel. Und irgendwann plötzlich, als er in Kiel war, kam das BAMF, Sie alle kennen das BAMF, irgendwann ins Spiel. Und das BAMF kam auf die glorreiche Idee, ein Widerrufs- bzw. ein Rücknahmeverfahren, so nennt sich das, einzuleiten, um den sogenannten subsidiären Schutz zu entziehen. Diese Zustellversuche scheiterten, weil die Post nicht zugestellt werden konnte. Dann Januar 22. Er schlug einen Mann gegen den Kiefer und stach mehrfach auf ihn ein. 2 Tage danach schlug A in einer Drogenhilfeeinrichtung in Hamburg eine andere Person mit dem Griff eines Messers in den Hinterkopf. Es erging ein Haftbefehl, er wurde in der JVA untergebracht, das könnte ich jetzt weiter fortführen, aber was ganz wichtig ist, in der JVA blieb dieser Mensch nicht unauffällig. In der JVA stellte sich Folgendes heraus. Während der Haft verhielt er sich mehr als auffällig. Er beschimpfte Insassen und Justizpersonal. Es kam zu körperlichen Auseinandersetzungen. Und zwischendurch sagte er auch sowas wie, großes Auto, Berlin, das ist die Wahrheit. Gegenüber Bediensteten äußerte er sich beispielsweise so, ob dieser denn auch mal unter die Reifen wolle. Und in einem sogenannten Wahrnehmungsbogen in der Gefangenenpersonalakte ist festgehalten worden, dass A sich ebenfalls im August 22 mit dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz Anis Amri verglich. Es gibt nicht nur einen Anis Amri, es gibt mehrere, ich bin auch einer. Protokolliert, genauso. Und dann möchte ich noch mal weiter fortführen. Weitere Äußerungen, die unter anderem nicht nur, ich würde jetzt mal sagen, das Gedankengut offenkundig darlegen, sondern auch diese Obsession zum Töten. All das ist selbst in der JVA deutlich geworden, teils protokolliert. Und am Ende des Tages geht Folgendes einher aus den Protokollen. Am Ende der Haft sah der Gefängnispsychiater keine Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung. Ich hatte zuvor 2 Zeugenaussagen genannt. Und in der täglichen Arbeit mit Kriminalpsychologen ist auch immer ganz wichtig, über die Hemmnis zu sprechen, ab wann ein Mensch töten kann. Das ist ganz wichtig. Dazu gehören Dehumanisierungsstrategien und dazu gehört auch in manchen Fällen eine Veranlagung. Dann sprechen wir von den klassischen Menschen, die wir als Psychosen, Verrückte bezeichnen würden. Da geht Martin sicherlich gleich nochmal im Detail drauf ein. Und dann gibt es etwas, was wir, wenn wir uns ehrlich machen würden, in der Kriminalistik auch als kulturelle Prägung bezeichnen würden. Dieser Attentäter schrie förmlich danach, festgehalten zu werden, eingesperrt zu werden, wenn man diese Akte so verliest. Und ich weiß nicht, ob das alles ist. Das ist nur das, was öffentlich zugänglich ist. Und jetzt möchte ich die Frage stellen, ganz zuerst, Martin. Wenn du das liest, und das ist ja eine Kettenabfolge, das ist ein Beispiel von vielen. Funktioniert der Staat noch? Also, du sagst es vollkommen zu Recht, das ist jetzt traurigerweise kein Einzelfall, sondern wir haben diese Fälle ja immer wieder. Der Mann beispielsweise, der versucht hat, in Krefeld ein vollbesetztes Kino anzuzünden, eine ähnliche Akte und so weiter und so weiter. Wir haben es im Innenausschuss an anderer Stelle immer wieder diese Biografien und man hat in der Tat den Eindruck, dass gegen diese Art von Systemsprenger unser Staat mittlerweile wehrlos ist. Dass die Form von Aggressivität, die Form von Penetranz nicht eingefangen werden kann von der Art und Weise, wie diese Menschen bei uns im Strafvollzug in Psychiatrien an anderer Stelle quasi behandelt werden. Und wir leben in einer hochentwickelten Gesellschaft, in der Gewalt absolut abgelehnt wird,
kleine Jungs dürfen in den Kindergarten keine Spielzeugpistole mitbringen und treffen dann auf diese Form von brachialer Gewalt. Und was macht das mit den Menschen? Was macht das mit den Polizisten, die einen Beruf ergreifen, um böse Buben wegzusperren? Vielleicht schon aus frühester Kindheit. Wir haben es gelesen von Jannis, 2 Jahre, der sagt, er wäre gerne Polizist geworden, um böse Buben wegzusperren. Was macht das mit solchen Menschen, die mit diesen Idealen einen Beruf ergreifen, wenn sie sehen, dass ihre Wirksamkeit bei 0 liegt? Dass 2 Tagen, nach 14 Stunden, die Leute wieder auf freiem Fuß sind? Was macht das mit der Allgemeinbevölkerung, wenn solche Fälle immer wieder offenbar werden, wo Bewährungsstrafen ausgesetzt werden, wo niemand nicht in einem christlichen Menschenbild eine Chance bekommt, sondern immer wieder? Was macht das mit der Gesellschaft und den Glauben tatsächlich an den Rechtsstaat? Und da wirft man uns von der AfD ja immer gerne vor, dass wir die Institutionen angreifen. Aber es ist ähnlich wie bei Corona. Das schaffen die schon gut von allein. Richter und Politiker, die dazu führen, dass es diese Zustände gibt, führen in einer Art und Weise dazu, dass der Glaube an den Rechtsstaat erodiert, das kaum mehr heilbar ist. Wir müssen gemeinsam dafür sorgen, dass bei aller christlichen Nächstenliebe, bei aller Resozialisation, Sühne und Strafe natürlich ein fester Bestandteil unseres Rechtssystems sind. Und wenn diese Menschen sich in dieser Art und Weise das genehmigen können, dann gibt es völlig zu Recht einen Zweifel daran, dass das lange gut gehen kann. Herr Weber, ich hatte es ja mehrfach hier auch heute verdeutlicht, Sie sprechen mit Menschen aus allen Berufsschichten, mit Experten aller Fachrichtungen. Wenn ich hier, wie gerade dargestellt, sage, der Gefängnispsychiater hat keine Hinweise auf Eigen- oder Fremdgefährdung wahrgenommen. Ich weiß, wie viele Interviews Sie führen. Wie können Sie sich das erklären? Das ist erklärbar. Zunächst mal möchte ich sagen, wir erkennen in der Justiz und in den Medien und in der Politik eine absolute Verwahrlosung in dem Bereich, weil das gehört zum Alltagsgeschehen. Wenn nach der polizeilichen Kriminalstatistik Erklärungen gesucht werden, kommen die aus Kriegsgebieten. Was haben die erlebt? Wie sind die sozialisiert? Haben wir sie nicht richtig aufgenommen? Wie ist die Wohnsituation? Und. Meine Damen und Herren, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin für klare Worte. Das ist mir ehrlich gesagt scheißegal. Ganz ehrlich, wenn du dich hier nicht benimmst, aber zur Frage. Wenn wir uns die Hochschulen anschauen, uns wird Antisemitismus vorgeworfen. Wo findet der Antisemitismus statt? Technische Universität Berlin, die Humboldt-Universität Berlin und. Das heißt also, wir lassen uns plakatieren mit Worten und mit Handlungen, die mit uns überhaupt nichts zu tun haben. Das heißt, wir haben sicherlich ein Mühe an Menschen, die immer noch in ihrer Art in einer Zeit leben, die keiner von uns mehr will. Aber ich will eines sagen, die Hochschulen, da wo die Menschen ihre Studien abschließen, die sind linksorientiert. Die Menschen finden sie als Psychologen wieder, die Menschen finden sie wieder in der Justiz und das sind dann alles Menschen, die haben besoffene Toleranz. Angie, ich benutze deine Worte, die haben besoffene Toleranz. Das heißt also, da kannst du das nicht mehr mit normalem Menschenverstand verfolgen, sondern sagst, wie weit wollen denn die eigentlich noch gehen? Ich habe 2,5 Jahre in Saudi-Arabien gearbeitet. Und ich muss Ihnen sagen, wenn ich mich so benommen hätte, wie viele Menschen, die zu uns kommen, und der Begriff Schutzsuchende ist doch für mich sowas von, verblendend, denn viele suchen nicht Schutz, sondern viele suchen ihre soziale Heimat hier. Unsere soziale Heimat, und darüber muss man eines sagen, unser Asylsystem und das europäische Asylsystem wurde unter ganz anderen Voraussetzungen geschaffen, als das, wie es jetzt ausgenutzt wird. Und unsere Gerichtsbarkeit, die Durchsetzung unserer Interessen, die findet bei diesen Menschen Grenzen. Das heißt, wenn sie ein Umgangsverbot bewirken, ich sagte es, wie bei der einen Dame, die ihre Tochter und ihren Enkel verloren hat, weil die geschächtet wurden. Ja, glauben Sie, der Mensch, der das vorhat, weil der sagt, ich besitze die Frau, ich lasse mir von irgendeinem Richter verbieten, dass ich mein Kind und meine Frau umbringe? Wie verrückt ist denn das? Und das ist ein Aspekt, wo ich einfach sage, es wird lange Zeit dauern,
Die Besetzung dieser Institutionen ist links und tolerant geprägt bis zum geht nicht mehr. Und erleben es ja. Was glauben Sie, wie viele Polizisten, sei es jetzt die normale Streifenpolizei, sei es SEK, USK oder Bundeswehr, die sagen, wir sind ja fix und fertig, weil wir in unserer Meinung, in unserem Denken liberal, demokratisch sind, aber wir dürfen ja nichts mehr sagen, weil wir haben Disziplinarverfahren zu befürchten. Und das geschieht ja in einem Maße, wo man sagt, du verlierst deinen Beamtenstatus, Telefone werden abgehört, Chats werden mit durchgeschaut für ganz normale Dinge. Glauben Sie mir, und das Geschäft mit der Angst bewegt die Menschen dazu, nichts zu sagen. Aber dieses Nichtsagen lässt uns eines Tages, und da sind wir schon fast auf mittendrin, in eine Autokratie hineingehen, wo wir einfach nicht mehr die Kraft haben, weil die Menschen auf der einen Seite ständig mit Angst befüllt werden, von frühmorgens bis abends, Existenzängste, Kriegsängste, was wir jetzt erleben, alles alternativlos. Und weil die Menschen sagen, ich muss schauen, wie kann ich meine Miete, meine Nebenkosten bezahlen, wie bringe ich mein Kind in der sozialen Rolle entsprechend in den Kindergarten unter, wie mache ich das mit der Schule, können wir noch in Urlaub fahren, was kann ich mir noch erlauben, habe ich morgen noch meinen Arbeitsplatz? Und diese Angst ist soziologisch damit begründet, diese Angst lässt sich soziologisch damit begründen, dass der Mensch sein rationales Denken ausschaltet, wie bei Corona. Wir sterben alle morgen. Der Putin, der ist nächste Woche ist der in Brandenburg. Wissen Sie, wenn jeder, der ein bisschen Hirn hat, ein bisschen Hirn, und das kommt aber zu der Frage, Angie, der wird klipp und klar sagen, Moment mal, Krieg, Ukraine, blutige Nase geholt. Wenn der einen Panzer über Polen schickt, dann weiß der Putin genau, bei all seinem Drängen hier und Bedürfnis, man muss aber die Vorgeschichte auch wissen, es wird keinen Krieg geben. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und wenn Sie sich wirklich mit Militärexperten, wenn Sie sich mit Militärexperten unterhalten, die werden Ihnen das alle bestätigen. Das ist wieder das Motiv, was geschaffen wird. Alternativlos. Migration ist alternativlos. Corona, Krieg ist alternativlos. Und wir müssen das ändern. Und ich darf Ihnen eines sagen. Ich war vorhin, als Sie nach vorne kamen und Anne-Marie die Ehre erwiesen haben, bewegende Momente. Und ich habe Sie alle beobachtet. Und ich muss Ihnen wirklich ein großes Kompliment aussprechen. Der eine Herr ist extra aus Leipzig angereist. Viele sind aus ganz Deutschland gekommen. Das zeigt mir eines. Gemeinsam erreichen wir das. Und wir müssen zusammenhalten. Angie und Michael und Martin, was die wollen uns auseinandertreiben. Pass mal auf, der alte Weiße, und der ist ein Nazi. Wissen Sie, ich bin so weit weg vom Nazitum wie vom Mars. Wenn ich das höre und diese Wortfindung, aber es funktioniert nicht mehr. Wir müssen diesen Schritt gehen, um zu sagen, du kannst mich beschimpfen, wie ich will. Ich habe mein Gewissen und ich weiß, was ich sage, und das mache ich mit Herzensbildung. Vielen Dank, so kennen wir dich, Peter. Vielen Dank für diese Worte. Herr Kirat, ich werde Ihnen heute die Frage stellen, die ich mich bislang tatsächlich bilateral nie getraut habe zu stellen. Aber ich glaube, das ist heute eine Frage, die nicht nur mich lange Zeit bewegte, auch in Vergangenheit, sondern, glaube ich, auch viele der heute hier anwesenden Zuhörer. Ich kann mich noch daran erinnern, in der Aktuellen Stunde nach dem Anschlag in Aschaffenburg habe ich hier vorne eine Rede gehalten. Damals habe ich mir noch mal vorgestellt, wie ein kleines Kerlchen von 2 Jahren, was ist das für ein Kinderkörper, niedergestochen wird. Und dann geht man so im Kopf mal durch und denkt sich, Mensch, die Mutter kann sich doch sicherlich noch an die Tritte im Bauch erinnern. So einem kleinen Körper, das Alter. Und dann weiß ich noch, und das ist nämlich das, womit ich eigentlich hauptsächlich nach vorne gegangen bin. Ich hörte nur vorher Floskeln, und dann habe ich nur gesagt, es macht einen gewaltigen Unterschied, ob dein Kind an Leukämie verstirbt, an einer schweren Krankheit, an einem Autounfall, weil ein unglaubliches Unglück passiert ist, oder weil so jemand, so ein Unmensch, der förmlich geschrien hat, ich wiederhole es nochmal, weggesperrt zu werden, dein Kind auf dem Gewissen hat. Und diese Frage, so leid es mir auch tut, stelle ich jetzt heute hier. Herr Kirat, bilde ich mir das ein oder macht es einen Unterschied? Also generell ist es überhaupt das Schlimmste, sein Kind zu verlieren. Aber ja, es gibt halt
in Anführungszeichen natürliche Prozesse, eine Krankheit, ein Unfall, wo man sein Kind verlieren kann. Das sind in Anführungszeichen normale Prozesse, natürliche Prozesse, mit denen man für sich auch irgendwo in einer Form und Weise abschließen kann. Wenn jemanden, ob es nun das eigene Kind ist oder auch jemand anderes, von jemand anderem aus dem Leben gerissen wird, ist es nicht so einfach, damit abzuschließen. Man stellt sich schon die Frage, warum, wieso, warum hat er das getan, warum gerade mein Kind, hätte es nicht lieber mich treffen können? Die üblichen Fragen, die jeder wahrscheinlich irgendwo sich anschließend stellt. Die grundlegende Frage ist ja bloß, was lernen wir daraus oder wie können wir präventiv damit umgehen? Und das ist ein Punkt, an dem wir uns hier, glaube ich, alle einig sind. Keiner von uns kennt ein Patentrezept. Aber ich glaube schon, dass gerade auch hier wieder der Appell dahin geht, eine Diskussion zu führen, herzhaft zu streiten, herzhaft auch seine Meinung, seine Ideen mit einzubringen, um etwas besser zu machen, um auch vielleicht Lösungen zu erarbeiten. Diese absolute Verweigerung, die momentan in Berlin stattfindet, ist eigentlich kaum zu ertragen und auch kaum vorstellbar. Jeder von uns, der irgendwo selbstständig arbeitet oder irgendwo in Angestelltenverhältnissen ist, wir kennen alle, was wir an Dokumentationspflichten haben. Wir werden ja heute, keine Ahnung, 30-40% unserer Arbeitszeit darauf, Dinge zu dokumentieren, damit wir nachher haftbar sind. Unser Staat lässt hier Menschen ins Land, ohne zu wissen, wie viele es sind, woher sie kommen, wer sie sind, wohin sie gehen, was sie für Ideen haben, was sie für eine Ausbildung haben. Das Einzige, was funktioniert, was sie wissen, wohin sie das Bürgergeld jeden Monat überweisen müssen. Aber ansonsten sind sie absolut kenntnislos und es ist auch keiner dafür haftbar zu machen. Wir sind allesamt haftbar für unser Handeln, für unser Tun. Wir müssen dafür gerade stehen, finanziell, aber vielleicht auch mit Haftstrafen. Unsere Politiker tun das nicht. Das kostet auch Menschenleben. Es kostet das Leben unserer Kinder. Und das ist auch ein Appell dahingehend, auch nach Berlin und auch an alle Politiker, auch in den Ländern. Lasst euch das nicht gefallen. Steht auf. Ihr müsst das Ganze bezahlen. Ihr müsst es für euren Bürgern verantworten, was dort stattfindet. Wir haben von 2012 bis heute unsere Steuereinnahmen verdreifacht, von 440 Milliarden Euro auf über 1200 Milliarden Euro. Und trotzdem sind wir nicht in der Lage, die Polizei vernünftig auszurüsten, unsere Schulen vernünftig darzustellen, die Sicherheit für unsere Kinder zu gewährleisten. Das schaffen wir nicht mit dem Geld. Jeder, der irgendwo ein bisschen Ahnung von BWL hat, der weiß, wenn er zu seinem Banker geht und sagt, ich brauche, keine Ahnung, 530.000 Euro Sondervermögen für Infrastrukturmaßnahmen, das heißt, er will sich einen Ferrari kaufen, da wird ihn der Banker lachend aus seinen Räumlichkeiten herausschmeißen und das auch zu Recht. Wir nehmen das hin, eine Begrifflichkeit, Sondervermögen. Es sind Schulden. Wir alle müssen diese Schulden bezahlen. Und wir müssen auch lernen, wieder mal ganz klar zu benennen, um was es geht und nicht immer fröhlich drumherum zu schwadronieren und irgendwelche Fabelbegriffe zu erfinden, sondern aller Deutlichkeit sagen, worum es hier eigentlich geht. Es geht hier um unsere Zukunft. Es geht um die Zukunft unserer Kinder, die das Ganze auch in Zukunft bezahlen müssen, die Angst um ihre Sicherheit haben müssen, weil wir nicht in der Lage sind, einmal BWL-technisch den Spitzenbleistift anzusetzen und zu sagen, okay, hier sind unsere Einnahmen, hier sind unsere Ausgaben, wo geben wir am meisten Geld aus, wo können wir anfangen zu sparen, wo können wir Geld sinnvoll einsetzen. Es wird sinnfrei irgendwo in die Welt gepustet. Das schöne Beispiel, was waren das, 600 Millionen Euro für Fahrradwege in Peru und was es dort nicht alles gibt. Ich fahre mehrere Male im Jahr ins Ahrtal. Ich weiß, wie es da heute nach 5 Jahren nach der Flut immer noch aussieht. Und da ist kein Geld da. Die Bürger sitzen dort teilweise ohne Strom, Wasser und Gasanschluss. Heute noch 5 Jahre nach der Hochwasser. Aber wir überweisen 600 Millionen Euro nach Peru für Fahrradwege. Ich glaube, das ist ein ernsthaftes Problem für die Politik, dass die Bürger sie nicht mehr verstehen. Und ich glaube, es wird mal vielleicht nur mal als Idee und Anregung vielleicht mal in der Sommerpause des Bundestages verpflichtend sein, dass jeder Politiker des Bundestages mal 4 Wochen irgendwo bei irgendeinem Discounter an der Kasse arbeitet oder sonstiges, um mal wieder mit normalen Menschen zusammenzukommen und normal zu erleben, wie das Leben da draußen funktioniert.
Oder Ich bin dir dankbar, Michael. Wir haben zu der Politik ein Verhältnis. Und zwar haben wir unsere Leistung zu bringen, jeder für sich, nämlich dafür zu sorgen, dass er ein Teil der Gesellschaft ist, durch seine Arbeit, durch sein Gemeinwesen. Wiederum haben wir von der Politik natürlich das Abverlangen, dass sie dafür sorgt, dass mit unserem schwer erarbeiteten Steuern und Abgaben sorgfältig umgegangen wird. Das tut sie nicht. Und das Erste, was ein Staatswesen ausmacht, ist, dass wir uns sicher fühlen. Das tun wir auch nicht mehr. Ich appelliere deshalb, und das sage ich immer wieder in meinen Interviews und frage, und das auch jetzt am Dr. Martin Vinzenz, ich möchte, dass Politiker bei grob fahrlässigen Vergehen für ihre Handlungen haftbar gemacht werden. Ja. Zu dem Thema gibt es auf YouTube ein ganz tolles Video von einem Rechtsanwalt, der genau mal dieses Haftungsrecht mal richtig von Herrn Gebauer, der dieses Haftungsrecht mal aufführt im Sinne des Finanzrechtes oder einer AG, wie man sowas auf Politiker umschreiben könnte. Sollte sich jeder mal anschauen, ist sehr interessant. Das, was ich noch bitte fortführen möchte, ist, jeder, der in seinem Ressort arbeitet, muss über dieses Ressort Kenntnis haben. Das heißt, wenn ich über innere Sicherheit spreche, müssen Menschen dort sitzen, die wissen, was es bedeutet. Aus dem Strafvollzug, aus dem Polizeidienst, aus dem Krankenwesen, beziehungsweise aus allen Dingen heraus, auch mit Soziologen und Psychologen, aber es muss ein Zusammenwirken sein. Und wenn Sie sich die Kompetenzen anschauen in den Länderparlamenten, diejenige, die hier für die Migration zuständig ist, die zuständige Ministerin, die keine Ahnung hat von dem, was sie tut, wenn Sie in Berlin sind, wenn Sie dort die Minister, wenn Sie die Staatssekretäre hören, da wird's mir elend. Dann sage ich, welchen Bereich würde ich denen in meiner Firma anvertrauen? Ich wüsste keine Stellung, die zu unterbemessen ist, wie das Leistungsvermögen, was die geistig bringen. Peter Weber hat gerade eben auch sehr deutlich gemacht, vor allem wenn es darum geht, wie die Ideologisierung unserer Institutionen fortgeschritten ist. Und Lauterbach hat erst vor kurzem ein Zitat von sich gegeben. Es lautet sinngemäß, etwa 30% der Geflüchteten sind traumatisiert. Martin, wir hatten das Thema schon einmal bei einer unserer Veranstaltungen, bei unserem Islamismus-Abwehr-Forum. Da haben wir konkret darüber gesprochen, wie kann es sein, dass alle Attentäter plötzlich für psychisch krank erklärt werden? Und wie kann es sein, dass nach jedem Attentat plötzlich zuallererst die Schuldunfähigkeit debattiert wird? Kannst du uns als Arzt mal bitte deutlich machen, wofür eigentlich die Schuldunfähigkeit in unserem Gesetz vorgesehen war? Jetzt geht in der Tat oftmals erstaunlich schnell, dass man irgendwelche Merkmale meint festzustellen und dann jemanden für schuldunfähig erklärt. Tatsächlich steckt dahinter eigentlich ein mehrstufiger Prozess, in dem festgestellt wird, ob wirklich Tatmerkmale unterzuordnen sind einer psychischen Erkrankung. Also ob im Prinzip die psychische Erkrankung das führende Element ist, was dann zur Tat geführt hat. Und das kann man natürlich bei Personen, die messerwedelnd Allah Akbar schreien, plädieren dafür, dass wenn dein Gott dir sagt, dass du andere Menschen umbringen sollst, dass du offensichtlich einen schweren Dachschaden hast. Kann man annehmen. Wir wissen aber, dass es schlichtweg einfach diese Form von Hass gibt. Wir wissen auch, dass es diese Form von religiös motivierten Hass gibt. Und dann wundert es schon, dass doch erschreckend oft dann im Prinzip diese Schuldunfähigkeit eine Rolle spielt. Ich habe an anderer Stelle darüber schon mal berichtet, weil dann ja auch dieser Reflex immer kommt, im Sinne von, ja, wenn das jemand ist, der angeblich islamistischer Straftäter ist oder islamistischer Attentäter, dann schauen wir uns doch mal an, ob er ein guter Muslim war. Ist tätowiert gewesen, getrunken, vielleicht mit westlichen Frauen verkehrt, war kein guter Muslim. Also dementsprechend offensichtlich auch kein Gotteskrieger. Aus dieser Denke heraus, aus dieser westlichen Denke heraus, macht das alles gar keinen Sinn. Ich glaube, man muss sich mehr da reinversetzen, wo die Psychologie und auch die Psychiatrie in den Herkunftsländern ist.
Und da ist es in der Tat so, dass diese Entwicklung, die wir in den 60er, 70ern hier in Westeuropa, in der westlichen Welt genommen haben, dass psychische Erkrankung überhaupt ernst genommen wird als ein Leiden, für das man selber keine Schuld hat, für das man auch nichts verbrochen haben muss, was kein Unheil der Götter ist, was nicht übereinbricht, sondern was eine Krankheit ist, die ernst zu nehmen ist, für die man sich nicht schämen braucht, die behandelt werden muss wie ein gebrochener Arm. Diese Entwicklung gibt es in vielen Teilen der Welt in dieser Art und Weise nicht, sondern diese Idee des Schuldhaften, habe ich mich vielleicht nicht gut genug benommen, stimmt irgendwas an mir nicht, ist in vielen Ländern tatsächlich verbreitet, immer noch, nach wie vor, weil diese Entwicklung der westlichen Psychiatrie eben nicht mitgenommen wurde. Und so sehen wir es ähnlich auch bei Kleinverbrechern, dass das, psychische Erkrankungen, Kleinverbrechertum, insbesondere in islamistischen Kulturkreisen dann als Nährboden genommen wird für Hassprediger, die sich extra solche Personen suchen und denen einreden, pass auf, du hast kein gottesfürchtiges Leben geführt. Das, was du bisher gemacht hast, wird dich definitiv nicht in das Jenseits bringen. Jetzt musst du dich besonders anstrengen, im Sinne von Dschihad, um das wieder wettzumachen. Und viele dieser Versager sehen da drin den letzten Ausweg, sind unter Umständen vielleicht tatsächlich psychisch angeknackst, sind vielleicht tatsächlich traumatisiert, sind tatsächlich keine guten Muslime, aber sehen durch diese schnelle und blitzartige Radikalisierung eine Möglichkeit, sich wieder reinzuwaschen. Aus ihrer Sicht im Prinzip religiös Dienst zu tun, was völlig verquer und wahnsinnig ist. Aber das ist tatsächlich eine Methode, du hast es mal IS-Franchise-System genannt, was sehr gut funktioniert. Sie sprechen diese Versager an und radikalisieren sie, indem sie ihnen weismachen, damit würden sie ihrem Gott einen Gefallen tun. Es ist wirklich eine maximale Perversion, die aber dazu führt, dass wir diese Form von Taten gehäuft sehen und dass diese Form von Taten sehr, sehr schnell auftaucht und dann eben genau zu solchen Resultaten führt, die für alle unerklärlich bleiben, aus westlicher Sicht unerklärlich sind, aber sehr gut herleitbar sind, woher das tatsächlich kommt. Und man möge meinen, diese Kernerkenntnis müssten doch eigentlich alle Politiker haben. Und reflexartig ist die erste Forderung nach jedem Attentat, wir brauchen mehr psychologische Betreuung. Obwohl sie eigentlich wissen müssten, so viel kulturelle Aneignung nimmt man doch hier gerne in der Politik an, dass man sich eigentlich auch in der Sache schlau machen muss, dass eine psychologische Betreuung, geschweige denn Paartherapie, das wäre in der arabischen Welt sozusagen die Selbstvernichtung gesellschaftlich. Ein Addendum. Viele erinnern sich vielleicht an das Jahr 2015 zurück, wo schon mal sehr, sehr viele Menschen zu uns gekommen sind. Im Prinzip hat das ja nie aufgehört. Es sind seit 2015, jetzt seit 10 Jahren prolongiert, immer mehrere 100.000 Menschen zu uns gekommen in die Bundesrepublik. Nehmen wir an, Karl Lauterbach hat recht und 30% davon sind durch ihre Heimatländer, durch das Leben dort, durch Krieg, Bürgerkrieg, Verfolgung schwer traumatisiert. Wir alle können uns an die Obergrenzendiskussion erinnern. Es gibt da eine ganz physische Obergrenze. Das sind zum Beispiel Psychotraumatologieplätze. Davon gibt es schlichtweg einfach nicht viele, weil auch die Therapie, die dort angestrebt wird, eine sehr komplexe und sehr, sehr schwierige ist. Wenn man aber weiß, dass Menschen, die selber Gewalt erfahren haben, die selber unter Umständen sexuell missbraucht wurden, aus einer auch völlig verqueren Logik heraus, weil sie selbst traumatisiert wurden durch dieses Erlebnis, eine Täter-Opfer-Umkehr vornehmen, selber vielleicht zum Täter werden, egal ob gewalttätig oder sexuell, sich selber also schwer vergehen, ist das aus deren Sicht unter Umständen ein Mechanismus, in dem sie versuchen, diese Situation, in der sie selber hilflos und schutzlos ausgeliefert waren, wieder zu erleben und in dieser Form jetzt aktiv durch das selber Begehen in die handelnde Rolle zu kommen, um diese Ohnmacht zu überwinden. Ein Mechanismus, der ja so verrückt das klingt, aber im Menschen irgendwo angelegt ist. Wenn man das aber weiß, dann weiß man auch, wenn Karl Lauterbach da recht hat und sagt, 30% sind schwer traumatisiert, dass viele tickende Zeitbomben darunter sind. Und wenn man das in Kauf nimmt und gleichsam als Gesundheitsminister weiß, dass wir nicht die Kapazitäten dafür haben, dann nimmt man in Kauf, dass viele dieser Bomben unter uns hochgehen. Und auch das ist eine Folge, die wir aktuell erleben. Aufteil der Wahrheit. Ja. Das ist nicht unser Problem. Also ich kann Ihnen nur von unseren Bundeskindern erzählen, die jetzt gerade ins Abitur gehen und dort ist es ganz erstaunlich, dass die teilweise nur 2-3 Tage Unterricht die Woche haben.
An 2 Tagen fällt der Unterricht aus, weil nicht genügend Lehrkörper da sind. Auf der anderen Seite erleben wir dann Politiker, die sagen, wir brauchen mehr Zuwanderung, mehr Zuwanderung, mehr Zuwanderung. Ich glaube, es hat keiner überhaupt sich Gedanken gemacht, was dann im Nachgang passiert. Wir laden hier Menschen unter falschen Voraussetzungen in dieses Land ein, sperren sie in Containerdörfer, geben ihnen ein paar Euro jeden Monat in die Hand und das nennen dann einige gelungene Integration. Wir sind noch nicht mal in der Lage, unsere eigenen Schüler zu beschulen. Wie sollen wir denn anderen Menschen anleiten, etwas hier von unserer Kultur, von unseren Werten, von unserer Art zu leben anzunehmen? Wer soll ihnen das beibringen, wenn wir es noch nicht mal schaffen, unsere eigenen Schüler zu beschulen? Ich habe mich in Bayern sehr engagiert bei der MUDRA. MUDRA ist Drogenhilfe und Resozialisierung. Ich habe dort junge Menschen kennengelernt ab dem 14. Lebensjahr und ich darf Ihnen sagen, wie schwierig es ist, diese Menschen wieder auf einen normalen Lebensweg zu bringen. Und die sind in unserer Kultur groß geworden. Und ich sage Ihnen eines mit Fug und Recht. Wenn jemand mit 16 Jahren als sogenannter unbegleiteter Jugendlicher zu uns kommt, dann prophezei ich Ihnen, in 90% der Fälle ist der so sozialisiert und innerhalb der Familie diese Mitbestimmungsrechte vom Mann und Gewalt erlebt, dass er nicht mehr zu resozialisieren ist. Das ist meine feste Überzeugung. Und alles andere von Psychologen, da ist der Wunsch der Vater des Gedanken. Man muss sich darüber im Klaren sein, dass wissen Sie, das klingt hart, aber das Leben ist hart. Und die Ergebnisse dessen, was man ja selber erlebt, und deshalb würde ich mir ja wünschen, dass wir in der Politik Menschen hätten, die über das Machbare reden. Wenn jetzt morgen einer sagt, Friedrich Merz, mit dem ersten Tag meine Kanzlerkompetenz, meine Richtlinienkompetenz und wir schließen die Grenzen, es wird alles besser, ist doch Blödsinn. Wir haben 3,5 Millionen Menschen bei uns, sogenannte, also die Flüchtlinge, viele von denen wollen ja sich bei uns einbringen. Aber wir haben natürlich auch viele, wie der Bremer Innensenator sagt, wir haben zu SPD, zu viele junge Männer bei uns, die bereit sind, fanatisch ihre Religion und ihre Gewalttaten auszuleben. Und das sind tickende Zeitbomben. Und da können Sie Psychologen einsetzen, wie Sie wollen. Das funktioniert nicht. Aber dieses Thema anzusprechen, bedarf, dass Sie die Nase in den Wind stecken, dass Sie sagen, ich schwimme gegen den Strom, aber dessen muss man sich im Klaren sein. Das heißt also, man muss hier eine menschliche Härte anwenden und sagen, wenn du in dem Land nichts verloren hast und du möchtest dich nicht gesellschaftlich einbringen, dann kannst du von mir nicht verlangen, dass mein 65-jähriger Bauleiter sich den Hintern aufreißt, 50% Abgaben, also Steuern und Abgaben leistest, bloß dass du hier in Deutschland rumsitzen kannst und wir dich ernähren. Das funktioniert nicht. Ich sage Ihnen was, ich habe Gottes Fügung. Ich bin in jungen Jahren nach Amerika weggegangen und habe mir alles selber erarbeitet. Ich unterstütze Einrichtungen. Mir ist es wurscht. Pass mal auf, was du für einen Glauben hast, was für eine Farbe. Lass uns menschlich miteinander umgehen. Aber wenn du mir gegens Knie trittst und die Hilfe ablehnst und die Gesellschaft gefährdest, dann hast du in diesem Land nichts mehr verloren. Da diskutiere ich ja nicht. Aber ich glaube, das ist auch ein Punkt, den wir uns auch in den letzten Jahren angeeignet haben, diese sogenannte Bringschuld. Wir sind immer der Meinung, wir müssen irgendjemandem etwas leisten, etwas bringen. Ich bin auch in meinem Leben viel um die Welt gereist und habe für viele Länder bereist. Ich habe es noch niemals erlebt, dass mir der rote Teppich ausgerollt worden ist und ich alles bekommen habe. Im Gegenteil, ich wurde in die Bringschuld genommen und ich musste Dinge nachweisen, anbringen, bezahlen und sonstiges, damit ich in das Land hinein darf und ich musste dessen Regeln akzeptieren. Und ich glaube, das ist auch ein ganz entscheidender Schritt, den wir hier wieder brauchen, auch für die Umsetzung und für die Durchsetzung. Ich glaube nach wie vor daran, dass die Gesetze in Deutschland gar nicht schlecht sind. Sie sind sehr gut. Sie müssen bloß wieder Anwendung finden.
Und das setzt es auch voraus, dass man das Ganze wirklich ernst nimmt. Wir reden ja nicht von Migration, wir reden von irregulärer Migration. Wenn Sie irregulär oder illegal mit 90 durch eine 30er-Zone fahren, da wird ja auch nicht lange diskutiert, ob man sie nun bestraft oder nicht bestraft oder was nun weiter passiert. Also es gibt Gesetze und insofern der Staat verlangt von uns Bürgern, dass wir uns treu an Gesetze halten. Aber im Gegenzug sollen wir Bürger auch massiv darauf drängen, dass der Staat sich an die Gesetze hält. Herr Kirath hat soeben etwas ganz Wichtiges gesagt. In Deutschland haben wir sogar sehr gute Gesetze. Und ich möchte Ihnen ein Beispiel geben, was wir auch als kleine Fraktion, sehen Sie jetzt hier diesen Teil, das ist die AfD-Fraktion, diese kleine Fraktion, und die stellt sich dieser Masse. Und wir haben hier sehr oft gesagt, dass wir sehr gute Gesetze haben. Denken Sie an den Attentäter von Solingen, den islamistischen Anschlag. Er hätte auch längst aus dieses Land verlassen müssen. Wir haben so oft darauf gepocht und gefragt, warum hat man nicht 58a Aufenthaltsgesetz angewandt? Ihn sofort außer Landes geschaffen, ohne Postzustellung, ohne, wurde das eingehalten, wenn klar ist, übrigens in dem Fall noch viel deutlicher, eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Zack, Gesetze anwenden, den Mann wegsperren und sofort außer Landes schaffen. Die rechtlichen Möglichkeiten sind da, man wendet es nicht an, weil man Angst hat. Weil wir, glaube ich, auch sehr viele Menschen in der Politik haben, die auch Angst vor ihrem eigenen Schatten haben. Und wenn ich das an der Stelle einmal sagen darf, ich bin nicht nur sehr stolz, Teil dieser Fraktion sein zu dürfen, ich bin noch viel stolzer darauf, dass wir als so kleiner Block, ich habe es gerade noch mal gezeigt, Sie können es sich selbst anschauen, dass wir uns täglich dieser Masse entgegensetzen, wenn wir sagen, Dschihadismus hat in unserer Gesellschaft keinen Platz. Wir wollen eine Einreisesperre für Menschen aus bestimmten gefährlichen Gebieten. Wir wollen Einreisestopps für Prediger, Hassprediger, die hier nur Psychopathen aufsuchen, wie Martin das gerade dargestellt hat, labile Persönlichkeiten und die dann für ihren Dschihad gewinnen, um unschuldige Menschen, die sie als Kuffer bezeichnen, die Ungläubigen, dann noch entmenschlichen, damit es einfacher ist, diese Menschen zu töten. Das ist nämlich die Rhetorik, die angewandt wird. Ja, wir wollen keine Messerverbotszonen à la Reul. Wir wollen echte Strafen. Und ganz wichtig, wir sind hier auch als kleiner Block da, um diesen Meinungskorridor zu weiten. Das ist, glaube ich, einer der Hauptaufgaben, in der wir uns, sage ich jetzt mal, immer wieder hier vorne hinstellen und dann auch Verbalprügel gerne einstecken. Weil die größte Aufgabe, die wir als politische Kraft zu leisten haben, ist, den Meinungskorridor neu zu bestimmen. Es kann nicht sein, dass die Grünen entscheiden, wem Ehre gebührt, wem Ehre gezollt werden muss. Es kann nicht sein, dass die Grünen in diesem Land bestimmen, wer von Präsidenten an wen gedacht werden darf, für wen eine Gedenkminute abgehalten werden darf. Es darf keine Opfer erster, zweiter, dritter Klasse in diesem Land geben. Und das ist nämlich auch grüne Politik. Und ich möchte einen ganz wichtigen Kerngedanken aus der soeben abgehaltenen Diskussion. Martin hat es gerade auch sehr vertieft dargestellt. Unser ganzes System ist darauf ausgerichtet, Prävention auszuüben und Resozialisation. In sich ein guter Kerngedanke für eine homogene Gesellschaft, die auch homogen sozialisiert wurde. Für eine inzwischen so heterogene Gesellschaft mit Einflüssen aus radikalen Gebieten, wo Menschen es gar nicht kennen, nachts in einem Bett zu schlafen, wo Menschen es nicht kennen, ein Dach über dem Kopf zu haben. Das mag schlimm sein. Ich möchte das nicht in Abrede stellen. Aber ich muss doch als Staat immer austarieren, was kann ich aufnehmen, was kann ich leisten, ohne meinen Schutzauftrag gegenüber meiner eigenen Bevölkerung zu brechen. Und das ist die hohe Kunst der Politik. Wenn ich aber bereit bin, den Schutzauftrag gegenüber meinen eigenen Bürgern aufzugeben, um die ganze Welt glücklich zu machen,
vermeintlich, das ist ja auch nur ein Wunschdenken, dann läuft was gewaltig schief. Und deswegen, um das hier auch an der Stelle abzurunden, und deswegen möchte ich hier auch einen ganz großen Dank an unsere AfD-Landtagsfraktion hier auch aussprechen. Unsere Hauptaufgabe besteht auch darin, diesen verengten Meinungskorridor zu weiten, ihn neu zu besetzen und neue Aspekte und Instrumente in die Lenkung der Politik zu bringen. Das sind wir nämlich zum Schluss nicht nur den Hinterbliebenen, sondern auch zukünftigen Opfern schuldig. Sie sehen selbst an der fortgeschrittenen Zeit, dass ich auch schon langsam zum Schluss kommen möchte. Und ich möchte tatsächlich allen unseren 3 Rednern und Gästen noch eine Frage zum Schluss stellen. Herr Kirat, Sie haben ja heute den Weg auf sich genommen. Das waren immerhin einige Stunden. Sagen Sie uns, was geben Sie uns mit? Was erwarten Sie von jedem Einzelnen von uns, wie wir hier sitzen? Was können wir tun, um in Zukunft weiteres Leid zu verhindern? Also ich glaube, wir sind alle mündige Bürger und wir sind alle in der Lage, eigenständig zu denken. Wir brauchen kein betreutes Denken. Und vieles erklärt sich manchmal von selber. Ich glaube, wir sind uns alle einig, ohne Wenn und Aber. Wenn Frau Faeser gegen den Kampf gegen Rechtsradikale bläst, da würden wir, glaube ich, alle mit hingehen. Ich persönlich will sie sogar noch auf eine Senfte hintragen, wenn sie mit derselben Enthusiasmus auch gegen Linksradikale, muslimische Radikale und Sonstiges vorgeht. Aber der Kernpunkt ist, die vielleicht mal freitags nicht auf der Straße geklebt haben, sondern mal mit Glück in der Schule waren und vielleicht auch noch Glück hatten, Physikunterricht mal zu haben, die haben mal irgendwann das Prinzip einer Waage kennengelernt. Die Ausgeglichenheit der Kräfte zwischen rechts und links. Wir brauchen rechte, wir brauchen linke Kräfte, damit sich eine gesunde Mitte bilden kann. Und ich glaube, viele Dinge erklären sich aus dem Alltag, im alltäglichen Leben selbst. Wenn wir uns da vielleicht ein bisschen mal mehr dran erinnern, würde es uns allen sehr, sehr gut tun. Ich habe den Begriff der Menschlichkeit im Wahlkampf gesehen. Ich war mit Angie Celisarias in Gelsenkirchen unterwegs. Ich kenne Martin Vincent, stellvertretend für die gesamte Landtagsfraktion der Alternative für Deutschland. Und ich sage Ihnen etwas, meine Damen und Herren, so viel Resilienz, so viel Widerstandskraft, wie die Herren bringen, aber wie Angie Celisarias bringt. Durch Gelsenkirchen zu gehen, Angst zu haben um sich und die Kinder, Repressalien zu erleben, Martin Vinzenz, der Angst um die Kinder haben muss. Und dann muss ich Ihnen Folgendes sagen, vor solche Leute stelle ich mich schützend mit meinem Medium. Dass wir irgendwo sagen, nee, ich habe die Schnauze voll, ich lasse mich von euch nicht verängstigen. Ich habe es in Berlin erlebt, Beatrice von Storch, die sagt, ich weiß nicht mehr, wo ich essen gehen kann. Weil ich gehe in ein Lokal gehen, der Wirt sagt, zu mir können Sie nicht rein, ich habe Angst, dass die Antifa mir das Lokal kaputt schlägt. Alice Weidel und so weiter. Und meine Damen und Herren, nie wieder ist jetzt, aber anders als die sich vorstellen. Und dazu zählen Sie, dass ich bin kein Politiker, ich will auch keiner werden, weil ich meine Klappe aufmache und auf niemand Rücksicht nehmen muss. Aber ich sage Ihnen eines, solange wie ich Menschlichkeit und Ehrlichkeit erkenne, wie in der Fraktion, wie bei Martin, wie bei dir, Angie, und auch in Berlin, Kai Gottschalk und viele andere, da stehe ich dahinter. Und ich gebe Ihnen mein Wort, sobald etwas faul ist, werde ich genauso drüber berichten wie bei Grüne, SPD, CDU und CSU. Weil ich eines sage, ich bin unabhängig, aber ich habe eine Hoffnung und ich könnte mit meinen nun bevorstehenden 72 Jahren sagen, Deutschland, tschüss, ich habe meine Firmengruppe 43 Jahre, ich gehe, aber ich liebe dieses Land und Deutschland ist nicht ein Ort, sondern meine Heimat. Ich glaube, das war ein unglaublich wichtiger Abend, weil man sehr, sehr viel über Täter spricht, aber Opfern und Schmerz viel zu wenig Raum gibt. Es tickern über den Live-Ticker furchtbare Meldungen jeden Tag.
nach 3 Tagen ist es für die allermeisten wieder vergessen und man geht zum Alltag über. Den Menschen mal ein Gesicht zu geben, sich das anzuhören und dem Establishment es nicht so leicht zu machen, diesen Schmerz zu verdrängen, sondern sich damit beschäftigen zu müssen, ist, glaube ich, eine unfassbar wichtige Aufgabe und ich bin sehr dankbar, dass wir das heute Abend miteinander hier gemacht haben und ich finde auch von den Gästen her in einem wirklich sehr, sehr würdigen und guten Rahmen. Und ehrlicherweise lasse ich mich gerne hier am Rednerpult anschreien und ich glaube, das geht meinen Kollegen ähnlich. Wenn wir dafür hoffentlich in Zukunft so einen emotional und furchtbaren Abend miteinander vielleicht einmal weniger haben müssen. Wir haben heute zwischenzeitlich auch gehört, dass wir mehr über Liebe sprechen müssen. Und ich glaube, wenn ich heute eine Sache wahrgenommen habe, ist nicht nur das bezaubernde Lächeln dieser jungen Frau, die den Namen Annemarie Kirrath trägt. Ich habe auch gesehen, mit welcher Anteilnahme viele von Ihnen, die auch heute nach vorne gegangen sind, teilweise mitgeweint haben, weil es uns alle einfach in der Seele wehtut, zu sehen, dass so ein wunderbarer Mensch mit 17 Jahren von uns gehen musste. Und was ich heute ganz ehrlich mitnehmen muss, und das gebe ich Ihnen weiter, das, was Herr Kirrath nicht mehr daheim hat, gehen Sie heute nach Hause und umarmen Sie Ihre Liebsten. Umarmen Sie Ihre Liebsten, aber denken Sie immer an die Tränen der Eltern, die heute, morgen und übermorgen noch da sind. Ihr Schmerz wird da sein. Nichts auf dieser Welt kann diesen Schmerz lindern, rein gar nichts. Was wir tun können, ist zumindest immer daran denken. Es darf nicht vergessen werden, dass eine so junge Frau mit 17 Jahren und ihr Freund Danny, die ein glückliches Leben hätten haben können, ihre wunderbaren Eltern, die ich kennenlernen durfte, eines Tages sowas von stolz gemacht hätten. Das alles hat Familie Kirrath nicht mehr. Und wir alle, wir können nichts dazu beisteuern, dass es Herrn Kirrath und seiner Familie zu irgendeinem Zeitpunkt besser gehen kann. Das können wir nicht. Ich würde hier auch nur lügen, wenn ich das im Ansatz behaupten würde. Aber hört bitte niemals auf, an Annemarie zu denken. Hört niemals auf, an Annemarie zu denken. Und auch an die vielen weiteren Opfer. Annemarie ist tatsächlich zum Gesicht geworden, weil ihr Vater die innere Kraft hatte, für die wir ihn alle bewundern. Er hat sie zum Gesicht gemacht, während viele andere Hinterbliebene nicht mehr diese innere Kraft haben, das zu schaffen. Ich bin aber so dankbar, Herr Kirrath, dass Sie uns dieses bezaubernde Lächeln Ihrer Tochter geschenkt haben, auch für den heutigen Abend, dass wir sie ablichten durften, sowohl hier hinten auf unserer Pressewand als auch hier vorne. Und sie begleitete uns heute die ganze Zeit und ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die so denkt. Sie hat mir die ganze Zeit von hinten, das habe ich fast schon gefühlt, diese Liebe überbracht. Und ich habe es gesehen, als viele von Ihnen, von euch nach vorne gekommen sind. Ich habe diese Anteilnahme gespürt und ich bin auch ehrlich, ich habe nie so eine Veranstaltung gehabt, wo ich diese Anteilnahme so gespürt habe. Sie war aufrichtig, sie war authentisch. Und ich bin so dankbar, dass es Menschen gibt wie Sie, die mitfühlen und Menschen wie Herrn Kirrath, der uns in sein Herz gelassen hat, heute hier Abend unter uns. Das ist einfach der pure Wahnsinn. Und ich danke Ihnen von Herzen, dass Sie Ihr Herz für uns geöffnet haben. Ich möchte Ihnen an dieser Stelle nochmal ganz herzlich danken, dass Sie heute Abend hier waren, auch für den Zuspruch und alles, die Sie uns, Ihre Anteilnahme, die Sie uns gegeben haben. Ganz, ganz wichtige so Worte, die auch wir für uns immer, das Wichtigste ist die Liebe im Herzen.
Lassen Sie sich nicht vergiften, lassen Sie sich auch nicht irgendwie negativ herunterziehen. Immer das Positive sehen, auch das versuchen wir jeden Tag, uns nicht vergiften zu lassen, sondern die Liebe auf uns wirken zu lassen, die Liebe zu unserer Tochter. Und der wichtigste Satz, egal was passiert, aufgeben ist keine Option, machen Sie weiter.